Es beginnt, also nehme ich die Medizin, sie pusten die Kerzen aus, ich bin tief im Dschungel. Es war tatsächlich so tief im Dschungel, dass wir, als wir die Maloka verließen, tatsächlich frische Jaguarspuren sahen, direkt vor uns. Sprecher 21, genau, Sprecher 010. Fantastisch, fantastisch, tiefer Dschungel. Ja, also werde ich Ayahuasca nehmen und da sind wilde Jaguare nur wenige Zentimeter von mir entfernt. Ich kann nicht erkennen, ob das ein weiterer Trip oder ein echter Jaguar ist. Das klingt fantastisch. Genau. Und der Schamanenmeister Orlando Chuandama, El Dragón de la Selva, ich habe eine kleine Mini-Dokumentation veröffentlicht, die meine Beziehung zu ihm über 14 Jahre hinweg zeigt. Also, ich betrete den Raum und sofort sehe ich Visionen von Spinnen und Insekten, die durch meine Augen und Ohren kriechen, Eier legen und aus meinen Augen, Ohren, Mund und Nase heraus explodieren. Und ich dachte, das ist extrem beunruhigend. Willkommen in der Sendung, Aubrey Marcus. Wie geht's dir, Aubrey? Mir geht es wirklich gut, mein Bruder, wirklich gut. Vielen Dank, dass du heute hier bist, Mann. Das war längst überfällig. Wir haben versucht, das schon länger zu arrangieren. Du bist beschäftigt, ich ebenso. Jetzt sind wir endlich zusammengekommen und ich schätze es sehr, dass du Zeit gefunden hast, um mit dem Publikum zu sprechen, Mann. Natürlich, ja. Ich habe mich wirklich darauf gefreut und schätze die Arbeit, die du leistest. Und ich weiß, dass du diese Gegenseitigkeit zu schätzen weißt. Also los, auf geht's. Wirbeln wir alles durcheinander, machen wir es seltsam und haben dabei Spaß. Das wird großartig, Mann. Also, du weißt schon, als ich deine Sachen anzusehen begann, du weißt, du bist, deine Erlebnisse mit Kräuterheilmitteln und Psychedelika. Welches Wort sagtest du, bevor wir rückwärts zu reden begannen? Ekonautik, Psychonautik, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Hat mich schon immer fasziniert, weil ich selbst nie teilgenommen habe, aber mit vielen gesprochen habe, die es getan haben. Und es fasziniert mich, weil es Teil der spirituellen Evolution ist und was Spiritualität über was Pflanzenmedizin bewirkt und den Zugang dazu und all das. Und ich beginne unser Gespräch mit einem Zitat. Ich glaube, es war der Maharishi, der, als er nach Psychedelika gefragt wurde, ich glaube, sie gaben ihm eine Handvoll Pilze und er aß sie einfach alle. Und nichts geschah mit ihm. Und alle waren wie aus dem Häuschen. Wie konnte dir nichts passieren? Er meinte, ich lebe hier. Warum sollte mir das nichts tun? Ich brauche kein Ticket für den Ort, an dem ich bereits angekommen bin. Er sagt, Psychedelika nehmen sei wie mit einem Vorschlaghammer Wände einzureißen, um Sonne hereinzulassen. Meditation und Yoga-Entwicklung hingegen sei wie das Einbauen eines Fensters. Und ich fand das eine wirklich interessante Sichtweise. Also deine Abenteuer mit Psychedelika, was hat das bei dir ausgelöst, Mann? Und übrigens, stimmst du dieser Analogie zu, nebenbei bemerkt? Fast richtig. In Ordnung, gut. In Ordnung, aber es gibt auch etwas, es steckt schon etwas Wahres darin. Aber ich denke, da ist was dran. Lassen Sie uns bitte ein wenig darüber sprechen, denn es ist wichtig. Ich hätte meinen spirituellen Weg nie vollständig verfolgt, wäre ich nicht metaphorisch durch die Wand gestoßen worden, um einen Blick auf mein Ziel zu erhaschen. Diese spirituellen Meister und Lehrer überschätzen oft die Bereitschaft der Menschen, sich hinzusetzen und 20 Jahre auf einem Kissen zu verbringen, um an einen unbekannten Ort zu gelangen. Es beruht auf reinem Glauben, dass ich irgendwo hingelange, und dieses Irgendwo wird spektakulär transzendent sein. Doch in den ersten Jahren werde ich wohl versuchen, nicht an Sex zu denken und mich nicht ablenken zu lassen, während ich auf meinem Meditationskissen sitze. Richtig? Wir leben nicht in einem Lebensstil, der uns erfüllt. Was wir brauchen, ist eine globale Bewusstseinstransformation. Ich glaube, dass Medikamente und Techniken, es geht nicht nur um Medikamente, uns in die Welt der Psychonautik einführen können. Ich spreche über Psychonautik, weil sie Wege aufzeigt, in wahre Realitäten einzudringen, die stets um uns sind, durch uns fließen und zugänglich, aber oft verborgen bleiben. Sie ermöglichen uns, einen Blick darauf zu werfen. Unsere Aufgabe ist es dann, die Weisheit dieser Einblicke zu ernten, in unser Leben zu integrieren und Brücken zu bauen, um diese Bewusstseinszustände leichter zu erreichen. Das erfordert meist eine engagierte Praxis über die Nutzung von Pflanzenmedizin hinaus. Aber dieser flüchtige Einblick ermöglicht nicht nur tiefe Einsichten und Heilung, sondern auch tiefes Wissen. Betrachten wir, was die multidisziplinäre Vereinigung für psychedelische Studien bei behandlungsresistenter PTBS erreicht hat. Das bedeutet, herkömmliche Therapien schlagen fehl. 2/3 der Teilnehmer, die 3 MDMA-unterstützte psychotherapeutische Sitzungen absolvierten, konnten ihre Traumata heilen.
Ihre PTBS wurde dauerhaft gelöst, ohne Notwendigkeit weiterer Behandlung. Es handelt sich um lang anhaltende Wirkungen, die aus diesen vorübergehenden Einblicken in alternative Realitäten entstehen. Es gibt enorme Vorteile, die nicht erfasst sind von einer Ansicht, die ich für wahr, aber partiell halte und die einige Meister teilten. Und so, für mich, ich wäre nie auf dem spirituellen Pfad, den ich jetzt beschreite, hätte ich nicht erkannt, dass es möglich ist. Mit 18 war ich Materialist, Reduktionist. Gott? Beim Tod verschwindest du in der Schwärze, löst dich auf. Es gibt nichts außer Materie und was auch immer. Das Geheimnis, wie das Leben begann, wer zum Teufel weiß das schon. Aber alles, was es gibt, ist das Leben und dann stirbt man und dann. Das ist genau. Und davon war ich überzeugt. Und dann. Also gehe ich. Und mein Vater, der mit Stan Grof gearbeitet und eine der psychonautischen Praktiken ausgeübt hat, das ist holotropes Atmen, eine sehr tiefe Atemarbeit, die genauso kraftvoll ist wie viele der psychedelischen Reisen, die ich je gemacht habe. Also ich möchte sagen, du musst nichts nehmen, aber ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, muss man etwas tun. Und das kann ein Dunkelretreat sein, das kann Atemarbeit sein, das kann ekstatischer Tanz sein, das kann sensorische Deprivation sein, das kann Meditation sein. Es gibt so viele verschiedene Wege, um dorthin zu gelangen. Oder es kann pflanzliche Medizin sein oder es können Psychedelika sein. Aber für mich war so, die erste Erfahrung war eine psychedelische Reise. Und es war die Kombination aus MDMA und Psilocybin, geleitet von einem Schamanen, der aus der Stan Grof-Linie stammte, einer alten Esalen-Tradition, wo sie alle verbunden waren wie die Originale der ersten Renaissance. Und ich ging voller Angst hinein. Und ich erzähle diese Geschichte in meinem bald erscheinenden Buch No Psychonaut, das im Februar herauskommt. Es ist das erste Kapitel, weil es die erste Episode ist. Und ich war voller Angst. Ich nahm einen Stein aus dem Wald nördlich von Santa Fe. Solange ich ihn festhielt, wusste ich, ich existiere. Die Angst, verrückt zu werden, war groß. Ich fürchtete, den Sinn für die Realität zu verlieren. Es war beängstigend. Doch meine Schamanin beruhigte mich. Was auch immer geschieht, beobachte und akzeptiere es. Beobachte und akzeptiere. Und einfach, ich vertraute ihr tief. Mein Gefühl war intuitiv und stark. Sie besaß eine kraftvolle mütterliche Ausstrahlung. So nahm ich die Medizin und ich spürte, wie mein Körper sich auflöste. Und das Einzige, was blieb, ich hatte diese unglaublichen Visionen, ging durch diese Weizenfelder und fühlte mich verbunden. Es war wie die Szene aus Gladiator, wo er im Elysium ist. Und ich war im Elysium und dann verschwand das plötzlich. Und ich verschmolz einfach mit dem Feld. Und ich dachte nur, oh mein Gott, die einzigen Worte, die ich hierfür finden kann, sind, das ist meine Seele und das ist Gott. Und daher glaubte ich weder an die Seele noch an Gott. Also blieb ich nach dieser Reise und nach dieser Erfahrung die ganze Nacht wach im strömenden Regen. Ein großes Unwetter zog auf und in meiner kleinen Hütte brannte ein Feuer. Und nur im Schein des Feuers, bei schwachem Licht, blieb ich wach und schrieb, füllte fast ein halbes Tagebuch mit den Offenbarungen, in einer neuen Wirklichkeit zu sein, in der die Seele real war. Und ich wusste, dass sie real war. Ich wusste es in meinem Körper anthropologisch, in meinem Körper ontologisch, das, was wirklich ist. Ich wusste in meinem Körper, dass die Seele real war und dass es ein Feld von etwas gab, das man Gott nennen könnte. Und trotzdem, all meine früheren Kritiken an der Religion mit großem R, sie bestanden weiterhin. Aber die materialistische, reduktionistische Idee, dass es so etwas wie eine Seele und so etwas wie Gott nicht gibt, die wurde völlig zerschmettert. Und ein Teil meines tatsächlichen Verständnisses davon, was die wahre Seele und der wahre Gott ist, begann sich zu verändern. Dieser Wandel führte mich auf einen Pfad, auf dem ich nicht einfach den alten, verstaubten Büchern Glauben schenken konnte. Ich musste selbst lesen, von allen großen spirituellen Traditionen lernen und in meinem Innersten fühlen, ob ich die Wahrheit selbst erkennen kann. So begann ich meine Reise der Selbstentdeckung, die nun schon über 24 Jahre andauert. Sie hat mich durch die Erfahrungen mit großen Pflanzenmedizinen geführt. Iboga, Ayahuasca, Wachuma, das ist San Pedro, Psilocybin, MDMA und Ketamin. Um 2 Uhr nachts, Jopo Wilka, egal was du willst oder verfügbar Das ist ist, darauf unglaublich. konnte man Es zählen. ist Ich habe es genommen. wirklich viel zu entpacken da. Zuerst, erste Frage, was brachte dich dazu anzufangen? Was bewog dich, den ersten Sprung zu wagen? Also das ist wirklich eine gute Frage. Ja, ich arbeite mit einem Lektor an meinem Buch, was sehr hilfreich ist. Ein Tipp am Rande, wenn du Schriftsteller bist, ist das toll.
auch wenn du talentiert bist und ich bin ein guter Autor ohne falsche Bescheidenheit, ein Lektor ist unschätzbar, weil er die richtigen, wichtigen Fragen stellt. Warum hast du das getan? Ich musste das erforschen, zurück bis ich 18 war, vor 24 Jahren. Und ein Teil davon war, weil mein Vater hat es gemacht. Er sagte, das sei eine Erfahrung, zu der er mich einladen möchte. Ich glaubte ihm und vertraute ihm, doch mein Vater lag nicht immer richtig. Manchmal führte er mich in schwierige Lagen, wie merkwürdige medizinische Behandlungen, die ich erhielt, die nicht halfen und sogar schadeten. Aber er führte mich auch zu großartigen Dingen. Ja, er führte mich zu einigen großartigen Dingen, aber insgesamt vertraute ich meinem Vater. Das war also erstens Vertrauen in meinen Vater und zweitens reine Neugier. Und drittens muss ich sagen, dass etwas in meiner eigenen Seele mich leitete, das mich dazu brachte, Ja zu sagen. Aber was genau meine Gedanken waren, bin ich mir nicht sicher. Außerdem hatte ich das Gefühl, basierend auf meinem Verständnis indigener Kulturen, dass uns bereits etwas fehlte, wie ein Initiationsritus. Und das war der Moment, als ich das Haus verließ und ich verstand, dass ich entstamme einer hebräischen Familie. Keine Bar Mitzwa für mich, da ich mit meinen Eltern sprach. Meine Oma wünschte sich das sehr, doch nach Gesprächen mit meinem Vater fragte ich mich, wird das wirklich etwas ändern? Macht mich das zu jemandem? Werde ich wirklich zum Mann, indem ich die Tora studiere und Hebräisch rezitiere? Er sagte, nein, mein Sohn, das allein macht es nicht aus. Darauf erwiderte ich, dann lasse ich es. Er antwortete, in Ordnung, das werde ich tun. Wir haben also darüber gesprochen. Was ist ein echter Übergangsritus? Und er meinte letztendlich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und das ist ein echter Übergangsritus. Er versprach mir, mein Sohn, du wirst auf der anderen Seite davon ein anderer Mann sein als zuvor. Und er hatte recht. Wie alt warst du beim ersten Mal? Routine. Nein, du wirst sicher ein Mann, nachdem du so eine genommen hast. In jenem Alter war alles anders, ja wirklich auf eine ganz besondere Art. Damals war ich auf eine andere Weise mit meinem Vater und meiner Mutter verbunden und verstand meinen Platz im Universum und meine Verantwortung darin. Ich begann dies auf eine neue Weise zu begreifen, die meine eigene Identität einschloss und zugleich überstieg. Also ja, ich war Aubrey, aber zugleich auch mehr als das. Ein untrennbarer Teil des Feldes der Liebe, des Bewusstseins. Und so sah ich mich als eine andere Person, als ich einst war. Viele Übergangsriten zielen darauf ab, dich mit dem Stamm zu verbinden, nicht nur mit deinem separaten Selbst. Wenn du also deine Hand in einem Korb voller stechender Ameisen deinen Mut zu beweisen, hilft dir eine Verbindung mit dem Stamm aufzubauen und Vertrauen zu gewinnen. Diese Rituale sollen dich ermutigen, über persönliche Bedürfnisse hinaus in eine größere Gemeinschaft hineinzuwachsen. Es geht darum, sich zu erweitern und dem gesamten Bewusstseinsfeld und dem Leben selbst zu öffnen. So wirst du Teil des großen Ganzen des Lebens. Für mich ist das ein wesentlicher Aspekt dessen, was es bedeutet, ein Mann zu sein, sich als Teil eines größeren Feldes zu sehen und Verantwortung für den Schutz allen Lebens zu übernehmen. Und ja, du hast recht, es ist nicht Frieden. Die erste Ebene, von der du sprichst, ist der Stamm, dieses bewusste, weit offene, im Grunde die gesamte Realität, irgendwie eine Art Energie. Als du den ersten Schritt machtest, was hast du als erstes genommen? Es war eine Mischung aus MDMA und Psilocybin. Die Straßenbezeichnung dafür wäre ein Hippie-Flip. Das ist der Hammer. Aber natürlich im schamanischen Kontext hat sie nicht gesagt, du stehst kurz vor einem Hippie-Flip. Aber so ist es halt im Allgemeinen. Im allgemeinen Sprachgebrauch würde man das so nennen. Also lassen Sie mich Sie fragen, wie haben Sie psychologisch damit umgegangen, was Sie auf dieser ersten Reise gesehen haben? Denn worüber wir sprechen, ist ziemlich heftig. Erkenntnis, es hat Ihr Leben verändert. Es hat Sie wirklich auf einen völlig anderen Weg gebracht. Aber dieser erste Versuch muss nicht nur eine Reise gewesen sein, sondern auch psychologisch eine Herausforderung, damit umzugehen. Denn eines spüre ich aus Ihren Erzählungen, dass Sie spirituell erwacht sind und Sie diesen Weg eingeschlagen haben. Aber psychologisch geht das Gehirn mit Dingen sehr anders um als die Seele. Wie ist Ihr Gehirn mit dieser neuen Erkenntnis umgegangen und wie hat es psychologisch damit fertig werden können? Ja, Sie haben völlig recht. Es war der Tod der Welt, von der ich glaubte, dass ich ein Teil davon war. Es war der Tod jener Welt und das Erwachen in einer anderen. Es war durchaus wie ein Moment auf der Ebene der Matrix. Natürlich nicht in diesem dystopischen Kontext, es war das Gegenteil.
Aber in gewisser Weise, es war so. Es hatte eine Tragweite dieser Art, dass ich in einer Welt war und nach einer Nacht für immer in einer anderen Welt, die die Welt, in der ich zuvor war, einschloss und überstieg. Es ist nicht so, dass das getrennte Selbst verschwindet. Das getrennte Selbst verschwindet nie. Man wird sein Ego nie los. Das größte Ego-Spiel überhaupt ist zu versuchen vorzugeben, dass man sein Ego loswerden wird, nicht wahr? Das ist alles spiritueller Materialismus. Also es schließt ein und übersteigt. Hoch oben in jeder Hinsicht das gesamte Spektrum hinauf. Also veränderte sich nicht nur ich, sondern meine ganze Welt. Eine Paradigmenverschiebung dieses Ausmaßes zu erleben, ist wild. Deshalb wurde ich extrem neugierig, denn es wurde mir klar, dass sich so viel so schnell ändern konnte. Es gibt so vieles, das ich nicht weiß. Also empfand ich eine tiefe Demut. Aber es gab auch Dinge, von denen ich fühlte, dass ich sie kannte, weil ich sie gespürt und erlebt hatte. Und niemand konnte mir sagen, dass ich etwas anderes erlebt hätte. Ich wusste es einfach. Ich kannte die Geschehnisse. Es war Realität, keine Halluzination. Ich konnte es in jeder Zelle meines Körpers spüren und so wusste ich es. Es gab also sowohl die Demut und Neugier als auch dies, tiefes, ich spürte es in jeder Zelle meines Körpers. Das Wissen war da. Es gab Demut und Neugier, aber auch ein tiefes Verlangen, fast missionarisch über das Erlebte zu sprechen. Alles, wogegen ich mich gewehrt hatte, die Predigten über einen Gott aus Büchern und Erzählungen der Eltern, traf nun auf mich zu. Auch ich wurde zu einem Prediger. Es war ein inneres Hey, hier ist wirklich was dran, das versichere ich Ihnen. Es ist echt. Und dieser Geist, er hat sich tief in mir verwurzelt. Es ist mir ein Anliegen, dass die Menschen erkennen, dass es an unserem Geist, unserer Seele, unserem Bewusstsein und dem Feld der Liebe, zu dem wir beitragen, wirklich etwas Wahres gibt. Das Wort Gott ist schwer beladen durch all die Vorstellungen, die darauf projiziert wurden. Aber Sie können es nennen, wie Sie wollen. Nennen Sie es das Mysterium, das auch Demut einschließt. Nennen Sie es das Göttliche. Nennen Sie es die Quelle. Es gibt viele Namen für Gott in der hebräischen Tradition, mit der ich mich erneut auseinandersetze, um sie aus einer mystischen Perspektive zu begreifen. Sie könnten es Shekinah nennen, Sie könnten es Elohim nennen, Sie könnten es das Christusfeld nennen. Es gibt verschiedene Bezeichnungen und unterschiedliche Wege, sie zu unterscheiden, aber in vielerlei Hinsicht sind sie auch ähnlich. Vakantanka, großer Geist. All diese Dinge deuteten auf verschiedene Gesichter und unterschiedliche Texturen dieses Feldes der göttlichen Liebe und Kraft des Kosmos. Als du sozusagen dieses Erwachen hattest, warst du ein anderer Mensch. Du warst eine andere Person. Als du daraus hervorgingst, wie gingen die Menschen in deinem Umfeld mit diesem neuen Aubrey um, der, wie ich immer sage, mit Nahtoderfahrung und Medien spricht und so weiter? Als du aus dem spirituellen Schrank kamst, wie reagierten die Menschen um dich herum? Wie hast du es gehandhabt, wenn Personen, die nicht mit deinem Lebensweg konform gingen, sich von dir entfernt haben? Das Interessante ist, dass ich den Verlust eigentlich nicht wirklich gespürt habe, weil ich immer noch all die Dinge an Aubrey beibehalten habe, die alle kannten und liebten. Also ich konnte immer noch auf den Basketballplatz gehen und ich wollte dich nicht nur schlagen, ich wollte dich regelrecht vernichten. Ich wollte, dass du mit nichts gehst. Wenn du gegen mich auf dem Platz gespielt hast, wollte ich, dass du mit nichts gehst. Ich wollte alles nehmen, sehr spirituell, sehr spirituell, sehr spirituell. In diesem Sinne also auf diesem Level. Und das war etwas, das die Leute an mir mochten, dass ich so unerbittlich und witzig war und ich habe geredet. Und auch wenn es Zeit zum Feiern war, hatte ich immer noch keine Angst, zur Flasche Crown Royal zu greifen und zu sagen, los geht's, tanzen wir, feiern wir. Es schuf also keine Trennung von meinem restlichen Leben. Es sagte einfach, all das ist immer noch. Das bin immer noch ich. Ich mache immer noch gerne dasselbe. Ja, keine Sorge, es ist nicht so, dass ich den Sprungwurf nicht treffe und dann dich herausfordere, dass ich ihn dir direkt vors Gesicht gesetzt habe. Und vielleicht hängt da immer noch was in deinem Auge oder wie fühlen sich deine Knöchel nach dem Crossover an? Ich bin immer noch derselbe. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, den ich die ganze Zeit über beibehalten habe, nämlich, dass ich weiterhin an der Welt und in der Welt teilnehme, genauso wie ich es getan habe. Es gibt auch eine andere dimensionale Realität, zu der ich Zugang habe. Ich begann mit dem Konzept des Kriegerdichters zu arbeiten, das für mich zwei gegensätzliche Ideen vereinte. Man ist entweder Krieger oder Dichter, spirituell oder weltlich. Doch ich erkannte, dass wir beides sein können. Es ist unser Geburtsrecht, beide Aspekte in uns zu tragen. So konnte ich Menschen dort abholen, wo sie waren. Wollten sie nicht über Spiritualität reden, kein Problem. Wir spielten Basketball.
Und wenn es ums Feiern ging, perfekt, dann feierten wir gemeinsam. Wenn Sie über Philosophie reden wollten, über rationales Denken, Diskussionen, Aristoteles gegen Platon, ich bin dabei. Ich studierte Philosophie an der University of Richmond. Es begeisterte mich, mich mit Philosophie, Spinoza und Ähnlichem auseinanderzusetzen. So konnte ich die Menschen dort abholen, wo sie waren, und zugleich für Bequemlichkeit sorgen. Denn wäre ich zurückgekehrt und hätte Roben statt Nike-Shorts getragen, hätte das nicht gepasst. Mein Modegeschmack war damals fragwürdig. Mein Stil hat sich mit der Zeit definitiv verbessert. Manchmal sehe ich alte Fotos und denke, was habe ich mir dabei gedacht? Wir alle brauchen eine gute Frau, die uns richtig leitet. Da gibt es keinen Zweifel, mein Herr. Auf jeden Fall. Wir sind Wilde. Wir sind Wilde. Wir sind Wilde, genau. Ich war damals noch jemand anders. Ich bin nicht mit Malerperlen zurückgekommen und auch nicht in Roben. Ich trug immer noch die gleichen Klamotten. Ich redete immer noch gleich. Ich war immer noch derselbe Typ. Und ich denke, das hat eine Brücke geschaffen und es schafft immer noch eine Brücke, die es den Leuten erlaubt, mir zu folgen. Denn es geht nicht nur darum, dass ich über diese spirituellen Konzepte spreche. In Ordnung. Du willst über Geschäfte reden? Ich habe ein Unternehmen aufgebaut, aus einer Investition von $110.000 zu einem 9-stelligen Exit gemacht. Also du willst über Geschäfte reden. Ich rede mit dir über Geschäfte. Ich kann mitspielen. Du willst über Sport reden, welchen möchtest du spielen? Ja. Und dann heißt es, lass uns loslegen, lass uns spielen. Du möchtest über Philosophie sprechen, ich diskutiere gern mit dir darüber. Was auch immer du besprechen willst, lass uns reden über mittelenglische Liebesliteratur. Ausgezeichnet, das war mein Spezialgebiet. Wir können über Chrétien de Troyes sprechen und wir können über die Artus-Legenden und Evane, den Ritter der Linie, reden. Worüber auch immer du sprechen möchtest, ich bin dabei. Und wenn du über die Seele sprechen willst, wenn du über Gott sprechen willst, du möchtest sprechen wie? Ich bin auch völlig offen dafür, darüber zu sprechen. Es sollte kein ausschließendes, sozusagen, Feld entstehen. Tatsächlich sind deswegen keine Leute abgesprungen. Manche sagten, ich weiß nicht, ob ich all das Zeug kenne, Mann. Und ich meinte, das ist in Ordnung, aber wenn du mehr wissen willst, kann ich dich zu den Leuten führen, bei denen du selbst die Antworten finden kannst. Denn ich habe erkannt, dass ich, egal was mir jemand sagte, es nicht glauben würde, bis ich es selbst gespürt habe. Deshalb habe ich es beibehalten. Glaub mir nicht blind, aber ich versichere dir, bei ernsthafter Atemarbeit findest du Zugang zu somatisch gespeichertem Trauma, von dem du nichts ahnst. Ich kann fast garantieren, dass das passieren wird, wenn du dich wirklich darauf einlässt. Deine ganze Absicht und dein ganzes Herz. Wenn du dich auf einen Dunkelheitsrückzug einlässt, so wie ich es für 6 Tage getan habe, absolute Dunkelheit, wo du endogenes DMT zu produzieren beginnst und du wirst Dinge sehen und fühlen. Das wird deine Sichtweise auf das Leben verändern. Ich bin sicher, dass du mit diesen pflanzlichen Heilmitteln Zugang zu anderen bekommst. Dimensionalen Realitäten, die deine Sichtweise verändern werden. Und ja, klar, wenn du einfach mein Buch Psychonaut lesen und all die Weisheit, die ich erlangt habe, übernehmen und mir einfach glauben willst, prima. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich all die vielen Wege, die ich gefunden habe, die Wahrheiten, zu denen ich gelangt bin, teile. Und das ist eine Einladung. Nimm bitte das, was mit dir resoniert. Vertraue nicht einfach mir, sondern lass mich aus meiner Erfahrungsebene heraus teilen. Hier sind die Fallen, hier sind die heiklen Stellen, in denen ich stecken geblieben bin, denn auch das birgt Herausforderungen. Man kann auf wirklich dunkle Energien stoßen. Man kann in eine Vielzahl verschiedener Fallen geraten, die einen in unterschiedliche, verschiedene... Hier sind die verschiedenen Arten von temporären bis hin zu langfristigen Psychosenniveaus. Du könntest auch auf Menschen mit schlechten Absichten treffen, die vermeintliche Heilmittel anbieten. Es gibt viele Bereiche, in denen du auf Probleme stoßen kannst. Deshalb bemühe ich mich, dir zu erklären, wie mächtig dieser Weg sein kann, aber auch, wo die Gefahrenstellen sind. Ich weise dich auf die Viertel hin, die du meiden solltest. Und falls du dich in einem solchen Viertel befindest, in dieser Hölle voller Dunkelheit und Täuschung, zeige ich dir deinen Ausweg. Also, es war so, ich bin fast wie ein Sherpa und es ist, als würde einer erklären, wie man den Everest besteigt. Doch darum geht es nicht. Der Sherpa sagt eher, ich helfe dir, den Weg zu finden. Deine Erlebnisse auf dem Everest-Gipfel sind einzigartig. Aber sie ähneln denen anderer, denn es bleibt der Everest-Gipfel nur durch dein Prisma gesehen. Dein hermeneutisches Prisma ist das Wort Hermes, der Botschaften übermittelt. Alles steht in Beziehung zueinander. Und jeder von uns besitzt sein eigenes hermeneutisches Prisma, durch das wir die Welt betrachten. Dein Prisma ist einzigartig. Daher wird deine Erfahrung mit diesen Medikamenten individuell sein, aber es wird auch Gemeinsamkeiten geben aufgrund unserer kollektiven Resonanz und dem Zugang zu einem gleichen, geteilten Feld. Tauchen wir also schnell ein. Ja, ich meine, weil ich weiß und ich bin mir sicher, du auch, was technisch passiert, was im Gange ist, wenn du pflanzliche Medikamente, Psilocybin oder DMT nimmst, was physisch im Gehirn geschieht, das verursacht
diese Erfahrungen auszulösen. Also ist das ein Fokus der Wissenschaft, um zu helfen, es zu verstehen? Denn wir leben in einer Welt, wo materialistische, reduktionistische, wissenschaftliche Forschung ist sehr wichtig. Und so mein Verständnis umfasst und übersteigt diese Erkenntnisse. Was also passiert, hängt von den Medikamenten ab, die du nimmst, nicht wahr? Jedes hat einen anderen Wirkmechanismus, also hat es eine andere Art von Natur an sich. Viele von ihnen, wie Psilocybin und DMT. Einer der ersten Rezeptoren, auf die sie wirken, ist der 5-HT2A, ein Serotoninrezeptor, und die DMT- oder Psilocybin-Moleküle docken an diese Rezeptoren an und dann verändert sich die Blutströmung im Gehirn. Das sogenannte Standard-Modus-Netzwerk, das die Realität auf gewohnte Weise interpretiert, geht dann ein wenig offline. Und Sie wissen Bescheid. Die anderen Gehirnregionen werden aktiv und dann passen andere Moleküle in die Rezeptoren. Man kann zwar beobachten, was dort vor sich geht, aber das erklärt nicht wirklich, was sonst noch passiert. Und das ist nur einer der Rezeptorstellen. Ich habe gerade mit Jim Fadiman gesprochen, einem der Pioniere in der psychedelischen Forschung. Und als ich mit ihm über den 5-HT2A-Rezeptor sprach, meinte er, das sei nur einer der Rezeptoren. Und das hätten wir gerade erst bewiesen. Und es wird zu sehr auf diesen Rezeptor fokussiert. Aber man muss sich klar machen, dass es 1,50 Billiarden Moleküle in einem Mikrogramm gibt, was ausreicht, damit Hunderte zu jeder Zelle deines Körpers gelangen. Und nicht jede Zelle hat diese Rezeptorstellen. Also passiert zellulär etwas, das wir mit unseren bisherigen Studien und den dafür verfügbaren, im Vergleich etwa zur Krebsforschung begrenzten Mitteln nicht genau quantifizieren können. Mehr Geld fließt jetzt ein. Wir haben also einige Vorstellungen davon, was passiert. Aber was ich wirklich für wichtiger halte zu verstehen, ist, dass wir in einer mehrdimensionalen Realität leben. Und du hast ja schon angedeutet, dass du einige meiner Folgen mit Matthias gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du mein Modell der neundimensionalen Existenz gesehen hast, über das ich mit Matthias gesprochen habe, was sehr interessant war, denn ich bin durch meine eigenen psychonautisch. Matthias, der sich an seine vergangenen Existenzen erinnert, wird bald ein Gast in deiner Sendung sein. Sollte meine Episode vor der seinen ausgestrahlt werden, vergiss nicht, sie anzusehen. Es wird sicherlich ein äußerst spannendes Gespräch geben. Aber wir leben in einer neundimensionalen Existenz. Das ist mein Glaube und das habe ich nicht nur von Matthias gehört, sondern auch gefühlt und erlebt. Und was passiert ist, wie Aldous Huxley sagte, dass diese Medikamente unsere Wahrnehmungstüren öffnen, sodass wir tatsächlich unsere neundimensionale Existenz sehen können, die bis zu Gott reicht und bis hinunter zum materiellsten Aspekt unseres Seins, unserer DNA, unseren Zellen und so weiter. Und dass wir an dieser multidimensionalen Existenz teilhaben. Und dies öffnet die Türen zu den anderen Dimensionen, die immer da sind. Aber unser Gehirn fungiert als kognitives Filtergerät. Wieder Aldous Huxleys Worte, ein kognitives Filtergerät. Woran müssen wir uns also konzentrieren? Zum Beispiel ein Beispiel für kognitive Filterung. Im Moment sehe ich in diesem Raum nur dein Gesicht. Das ist wirklich alles, worauf ich schaue. Aber da ist ein Gemälde über mir dort drüben. Draußen laufen Menschen herum. Da ist ein blinkendes Licht an diesem Videospiel Basketball-Ding, das ich dort drüben in meinem Büro habe. Es gibt allerlei Dinge, aber ich achte nicht darauf, denn ich konzentriere mich hier auf das, was wichtig ist. Und das Wichtige ist dieses Gespräch. Also filtern wir immer selbst in dieser dimensionalen Realität, aber wir filtern sogar über diese dimensionale Realität hinaus. Wir blenden all die anderen Dimensionen aus, damit wir uns darauf konzentrieren können, diese Realität zu navigieren. Und das ist, als würden wir diese venezianischen Jalousien öffnen, diese Türen der Wahrnehmung aufstoßen. Also ich tue das immer. Ich sage den Leuten immer, weil ich schon seit vielen, vielen Jahren meditiere und ich mache lange Meditationssitzungen von 1 bis zu 2 Stunden als Grundlage und manchmal länger. Also für mich, als ich anfing zu meditieren, begann sich diese Wahrnehmung zu öffnen. Ja, immer mehr und man beginnt die Dinge ein wenig anders zu sehen. Es ist, als würde ich die Matrix noch nicht sehen. Ich sehe noch nicht die Einsen und Nullen fliegen, aber man beginnt die Dinge auf einer ganz anderen Ebene wahrzunehmen. Ich machte dann Atemübungen. Sitzung. Ich habe tatsächlich ein paar Atemübungen gemacht, aber die erste hat mich umgehauen, als hätte ich es nie erwogen. Als du das sagtest, dachte ich, naja, das tat ich auch, weil ich es anders gemacht habe. Deshalb ordnete ich sie nie in dieselbe Kategorie ein, doch Atemarbeit hat mich geöffnet. Körperlich, geistig. Es hat mich einfach komplett irgendwie umgehauen, echt. Und dann meine Meditationen hat eine neue Ebene erreicht.
direkt danach. Ich denke, Moment mal, ich spüre in meinen Meditationen Dinge, die ich noch nie gefühlt habe, weil es eine Tür aufgestoßen hat und dann ging es weiter. Oh, wenn du das wirklich willst. So erweitert sich die Wahrnehmung. Genau das, worüber spirituelle Meister seit Jahren sprechen. Meditation ist nur einer der vielen Wege, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Aber es ist ein langsamerer Prozess und allmählich, im Gegensatz zu einem Psychedelikum, das dich quasi wie eine Achterbahn durchschießt. Richtig? Ja, genau. Und somit bist du ein Psychonaut. Genau, das bist du. Du bist jemand, der Praktiken und Technologien wie Meditation und Atemarbeit nutzt, um Bereiche deines Bewusstseins zu erforschen, die zuvor unerforscht waren. Das ist die Definition eines Psychonauten. Wie ein Astronaut das gesamte Weltall erkundet, so erforschst du deine Psyche und dein Bewusstsein, indem du Technologien der Psychonautik, der Meditation und Atemübungen nutzt. Du hast festgestellt, dass die Synergie zwischen ihnen unterstützend wirkt. Und ich denke, das ist auch etwas, was den Meistern fehlt, nämlich dass all diese Dinge in Harmonie zusammenarbeiten können. Und dass es wichtig ist, grundlegende Praktiken wie Meditation und Atemarbeit zu haben, um wirklich Zugang zu erhalten und den Reichtum, den du aus diesen Erfahrungen schöpfst, zu bergen. Aber ich würde sagen, wenn du dich irgendwann dazu berufen fühlst, psychedelische Medizin zu erleben und Ayahuasca oder Ähnliches zu probieren, wirst du in der Lage sein, diese Lektionen und diesen Zugangspunkt in deine meditative Praxis zu integrieren. Und deine Meditation wird sich genauso beschleunigen, wie es die Atemarbeit getan hat. Denn was passiert bei der Atemarbeit? Na, du hyperoxygenierst nicht nur dein Blut, sondern erhöhst, wie einige Studien gezeigt haben und Wim Hof an der Spitze dieser Forschung steht, auch die Menge an endogenem DMT in deinem Körper. DMT ist eines der psychoaktivsten psychedelischen Moleküle. Aber es ist jetzt bewiesen durch einige der neuesten Forschungsergebnisse. Laut John Dean und verschiedenen Studien ist DMT endogen. Es wird in der zerebrospinalen Flüssigkeit unseres eigenen Körpers produziert. Und Atemarbeit erhöht tatsächlich die Verfügbarkeit davon. Es hat allerdings eine sehr kurze Lebensdauer. Sobald es Sauerstoff ausgesetzt und aus dem Körper entfernt ist, zersetzt es sich schnell. Deswegen war es schwierig, dies zu erforschen und eindeutig nachzuweisen. Doch es ist nun bewiesen. Es wurde gezeigt, dass Atemarbeit dies tatsächlich erhöht. Du erlebst also deinen eigenen endogenen DMT-Trip, berauschst dich an deiner eigenen Versorgung. Und das öffnet sich, ja, wie Wim sagt. Wim sagt es ständig. Also, das ist ein Weg, Zugang zu erlangen, diese Ebenen zu erreichen, ohne irgendeinen Stoff zu sich zu nehmen, außer mehr Luft. Weißt du, das ist es. Und so gelangt man dorthin. Ja, und während ich die yogischen Philosophien und Traditionen studierte, begann ich zu verstehen. Ein Buch über yogische Atemtechniken. Plötzlich ging mir die Luft aus. Ja, genau wie mächtig die Atemarbeit sein kann. Und dann habe ich einige Leute in Wim Hof und andere Meister im Bereich der Atemarbeit interviewt, die sagten, probier das hier aus oder versuch es mal. Und es ist so. Ich konnte kaum glauben, wie mächtig der Atem ist. So kraftvoll und überwältigend. Ich dachte, nur solche tiefen Atemübungen könnten zu einem psychedelischen Erlebnis führen. Ich denke, es tat nicht. Hat mich auf eine geistige Reise mitgenommen. Ich bin physisch nicht verreist, aber es hat mich definitiv. Es sind Dinge passiert. Ich habe Energie an seltsamen Orten fließen gespürt. Die Glieder fingen an zu gehen. Nicht so kalt und taub. Ja, das trifft es. Alle Energie entwich deinen Gliedmaßen und strömte in das Innere deines Körpers. Es ist das Gegenteil von Flucht oder Kampf. Bei Flucht oder Kampf fließt Blut in Beine und Arme. Doch dies war das Gegenteil. Es war, als ob. Deine Hände fingen an zu krampfen, doch es tat nicht weh. Es war mehr, als wäre nichts da. Es ist wahrhaftig kraftvoll. Also, danke für den Hinweis. Ich bin Psychonaut. Ganz genau. Ja, gut, ich erzähle dir von meiner ersten Atemarbeit. Ich bin etwa 28 und das heißt, 10 Jahre psychonautische Erkundung sind vergangen und also bekam ich mein erstes schamanisches Atemtraining von Anahatananda, einer Lehrerin aus Sedona. Sie sagte, wir machen Atemarbeit. Ich war skeptisch, dachte mir, ich habe schon Pilze, MDMA und DMT probiert. Was kann Atemarbeit schon bewirken? Doch ich war überwältigt, absolut hin und weg.
Ich erlebte nicht nur intensive somatische Entladungen, sondern auch eine klare Vision, die bis heute kristallklar in meiner Erinnerung ist. Es war eine Vision von mir selbst, wie ich auf mich zurückblicke, aber als die vollkommene Seelenversion meiner selbst, die höchste Version, die mich mit tiefem, offenem Herzensfrieden, Gelassenheit und wilder Liebe ansieht. Und ich sah diese Vision vor mir und ich dachte nur, ich habe wirklich die Kraft davon unterschätzt. Es passierte alles zur selben Zeit während des gleichen einwöchigen Retreats. Wir praktizierten verschiedene Fasten- und Reinigungsmethoden und dann kam die Atemarbeit. Anschließend erlebte ich meinen ersten ekstatischen Tanz. Und dann dachte ich mir, ekstatischer Tanz. Ich tanze die ganze Zeit. Das wird sicher, das wird sein, was auch immer. Weißt du, so wie ich dachte, es sei kitschig, doch dann war ich völlig verzaubert. Mein Körper erreichte einen Zustand, den man als Superfluidität bezeichnen könnte, wo er einfach zusammenfiel. Es waren mein Körper und die Musik und all meine Selbstkritik bezüglich der Bewegungen, die ich machte und dem Versuch, cool zu tanzen. All das verschwand. Es blieb nur Bewegung und Klang. Und in der Bewegung und dem Klang öffnete sich auch der visuelle Raum wieder. Und so begann ich währenddessen in dieser tiefen Trance Visionen zu haben. Und natürlich ist das Tanzen auf diese Weise Teil so vieler verschiedener Kulturen und wir betrachten es als kulturelles Phänomen, anstatt als psychonautische Praxis, die den Menschen hilft, Zugang zu diesen alternativen dimensionalen Realitäten zu bekommen. Sie haben das jetzt nicht erwähnt. Einige schlechte Trips und einige potenzielle Fallen auf dem Weg. Das ist also das, was viele Leute, sie gehen, die auch nur daran denken, dies zu versuchen, hat Angst vor einem schlechten Trip oder es wirklich zu tun. Können Sie uns ein Beispiel nennen für die schlimmste Art von Trip, die Sie erlebt haben, falls Sie so etwas teilen möchten, sowie den gruseligsten Moment? Denn meine Bezugspunkte sind Personen, die ich interviewt habe und die mir erzählt haben, so wie ja, mein Körper hat das gespürt. Mein ganzer Körper wurde von den Fingernägeln ab dekonstruiert. Ich wurde nichts weiter als ein Teil des Universums. Ich flog hinaus, traf Gott, hatte ein Gespräch, kam zurück und die Reise, über die ich rede, ist die des Autors von Ghost. Du denkst, stimmt, er schrieb auch Jacobs Ladder. Dann ergibt alles Sinn. Er ist. Also dachte ich, okay, das macht Sinn. Das sind die Anhaltspunkte, die ich habe. Bisher hörte ich keinen schlechten. Nun, das ist interessant, also herausfordernd, schwierig, anspruchsvoll, beängstigend, ist anders als schlecht. Ja, es waren viele Leute. Lassen Sie mich differenzieren. Meine erste Ayahuasca-Erfahrung war herausfordernd, schwierig, beängstigend. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, gebe Ihnen aber eine Kurzfassung. Es war schlecht, schwierig, herausfordernd, schwierig, beängstigend. Also gehe ich in diese Ayahuasca-Erfahrung und es ist meine erste. Mit 30 habe ich schon viele Heilmittel versucht, aber noch nie Ayahuasca. Ich war vorbereitet, offen zu beobachten und zu akzeptieren. Ich verstand es, denn ich hatte bereits sehr herausfordernde Erfahrungen gemacht. Familientrauma und diverse Erlebnisse, die ich persönlich erfahren durfte. Ich hatte also Erfahrung mit Herausforderungen, erlebte tiefe emotionale Traumata, Momente väterlicher Wutausbrüche und das war ganz am Anfang und ich erlebte es erneut, konnte es jedoch umgestalten, indem ich als Erwachsene zurückkehrte, mein Kind ich beschützte und in diesem visionären Raum mit meinem Vater sprach. Es gab solche Erfahrungen, die einfach schön und kraftvoll waren. Ich würde sie nicht unbedingt herausfordernd nennen, aber sie waren gewichtig und schwer. Es gibt gewichtiges und gewichtige Erfahrungen bei der Traumaaufarbeitung. Diese war herausfordernd, schwierig, beängstigend. Und so begann es. Es beginnt. Also trinke ich das Medikament, sie pusten die Kerzen aus, ich bin tief im Dschungel. Es war tatsächlich so tief im Dschungel, dass wir, als wir die Maloka verließen, tatsächlich frische Jaguarspuren sahen, wie unsere trennend. Ja, das stimmt. Fantastisch, fantastisch. Ja, tiefer Dschungel. Ja, also werde ich Ayahuasca nehmen und da sind wilde Jaguare nur wenige Zentimeter von mir entfernt. Ich kann nicht erkennen, ob es ein psychedelischer Trip oder ein echter Jaguar ist. Das ist fantastisch. Genau. Und der Schamane Maestro Orlando Chuandama, El Dragón de la Selva, ich habe eine kleine Dokumentation veröffentlicht, die sozusagen meine 14-jährige Beziehung zu ihm darstellt. Also ich gehe hinein und gleich als erstes erlebe ich Visionen von Spinnen und Insekten, die durch meine Augen und Ohren kriechen, dort Eier legen und dann aus meinen Augen, Ohren, Mund und Nase heraus explodieren. Ich empfand das als ziemlich beunruhigend.
Aber ich war solchen Erfahrungen nicht fremd. Ich hatte bereits eine ähnliche Vision erlebt. Also dachte ich mir, in Ordnung, ich verstehe, das ist die Wirkung von Ayahuasca. Kein großes Ding, mir geht's gut, aber es war natürlich beunruhigend. Das ist ein Hemd. Ja, und dann kamen diese Aale aus dem Wasser. Wir waren am Madrid-Deos-Fluss. Sie kamen aus dem Wasser, wo auch immer das war. Ich konnte nichts sehen, es war stockdunkel, aber ich spürte, wie sie aus dem Wasser kamen und sich bewegten, und sie fanden meinen Bauch. Sie winden sich in meinen Magen und fressen mit ihren nagenden Zähnen, und sie dringen in meinen Magen ein. Sie beginnen all meine Organe zu fressen, während sie sich schlängeln. Und ich so, okay, wow, das ist ziemlich beunruhigend, aber kein Problem, ich pack das. Ich kann damit umgehen. Das ist in Ordnung. Ich werde das aufmischen. Ja, genau, ich werde das Ganze aufmischen. Und dann ist es so, dass Ayahuasca sagt, okay, du hast Test 1 und 2 bestanden. Lass uns zu Test 3 übergehen, Test 3. Ich rutsche eine endlose Ranke herunter, wie bei Jack und die Bohnenranke, und ich bin völlig nackt. Und die Ranke hat nach oben zeigende Dornen. Sie beginnt mich von den Genitalien an aufzuschlitzen, reißt meine Eier, meinen Schwanz, Bauch, Brust, Gesicht, Hals auf. Ich denke, das ist selbst in der Vorstellung schrecklich, geschweige denn, es an mir selbst zu sehen. Ich dachte nur, aber ich war noch an einem Punkt, wo ich dachte, gut gemacht, Ayahuasca, gut gemacht. Es wurde immer mehr und mehr. Du steigerst dich in das Grauen dieser Visionen, aber gut gemacht, gut gespielt. Du spielst quasi ein Videospiel, als wärst du schon auf Level 3. Das klingt gut. Mir geht's gut, mir gut. Ich werde durchhalten. Stufe 4 hat mich wirklich mitgenommen, denn mein Onkel ist kürzlich an Lymphdrüsenkrebs gestorben. In dieser Phase sagt Ayahuasca dann, hey, du hast ebenfalls Lymphdrüsenkrebs. Du wirst sterben. Du wirst an Krebs sterben. Ein langsamer und schmerzhafter Tod, genau wie dein Onkel. Und ich war so, und das weckte eine echte Angst in mir. Und ich dachte bei mir, nein, 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 nein. Ich fühle mich gesund und stark, während ich meine Drüsen abtaste. Ich fühle an meinem Hals, denke zuerst, nein, alles in Ordnung, aber dann meine ich, eine leichte Schwellung zu bemerken. Ich so, oh, und dann, da ist es. Du hast es gefunden, das ist dein Krebs, du wirst sterben. Und so bin ich etwa 2 Stunden lang dort in der Dunkelheit. Maestro Orlando singt Icaros. Ich sehe Schlangen, die die Maloka umkreisen, und ich bin einfach nur in Panik. Und ich führe diese tiefe Auseinandersetzung mit Ayahuasca, das mich davon überzeugen will, dass ich aktuell Krebs habe und sterben werde. Und schließlich, einfach aus Erschöpfung, sage ich, gut, okay, ich habe Krebs und ich werde sterben. Ich werde einfach jeden so sehr lieben, wie ich nur kann. Ich werde so viel schreiben, wie ich nur kann. Ich werde die nächsten Jahre meines Lebens bestmöglich leben. So sei es. Und in dem Moment, als ich losließ und mich dem ergab, spürte ich, wie Awa aus dem Boden emporstieg und halte mich in dieser Wiege aus Licht. Und die Stimme von Mutter Ayahuasca kommt und sagt, du hast keinen Krebs, Liebling. Du bist vollkommen gesund und wir haben dich immer behütet, so wie ich dich immer behütet habe. Und ich beginne einfach zu weinen, nicht wahr? Und das war wie? Das war Stufe 4, aber Stufe 4 war schwierig. Es war schwierig, aber das hat mein Leben wirklich verändert, denn von diesem Moment an hatte ich meine Angst vor Krebs überwunden. Ich hatte ihr ins Auge geblickt, sie akzeptiert und auf der anderen Seite eine tiefere Ruhe gefunden, wo ich mir sagte, okay, wenn das mein Schicksal ist, dann ist es so und ich werde mein Leben so gut wie möglich führen. Also, das würde ich zu den herausfordernden, schwierigen Dingen zählen. Gruselkategorie, oder? Aber letztendlich fand es eine vollständige Lösung. Und ich kam heraus, strahlend und leuchtend. Und ich habe eine schwere Prüfung bestanden und bin gestärkt hervorgegangen. Jetzt, ich werde das jetzt ansprechen. Also wenn ihr dazu etwas sagen wollt, jetzt komme ich zu einer schlechten, was ich eine schlechte Erfahrung nennen würde. In Ordnung. Also es ist auch deshalb interessant, weil, ja, ich betrachte das aus spiritueller Sicht, okay, und zunächst wirft es dir Dinge entgegen, die erschreckend sind, aber es ist ein Horrorfilm und du bist im Grunde davon losgelöst. Du denkst, das ist ziemlich schrecklich. Gott, ich kann mir Gesichter des Todes nicht mehr ansehen. Es reicht. Ja, ich stimme dem zu. Du verstehst, was ich meine, oder? Aber du wirkst so distanziert, als ob nicht mein Schädel eingeschlagen wird, sondern der eines Affen. Für alle ab einem bestimmten Alter. Sie verstehen die Bedeutung. Doch als es etwas berührte, wurde es nur zu einer simplen Linie. Es wusste, wo es in deiner Psyche hingehen musste und wirklich etwas hervorholen, das etwas Neues bedeutete. Also zuerst 3 Horrorfilme und dann plötzlich, oh, du hast Krebs, genau wie dein Onkel. Wie, oh, krass.
Das ist wie im MMA-Kampf. Du bist im Würgegriff. In diesem Moment. Du gehst rein, du gehst unter. Aber es ist spirituell so interessant, was mit dir passiert. Ein Teil von dir ist eine Angst in dir, unterbewusst. Ich weiß nicht, ob du sie bewusst hattest oder nicht, aber es ist wie, nein, lass uns dieses Unkraut aus dem Garten ziehen und es wirklich ans Licht bringen. Und ihm wird es nicht gefallen, aber wenn es weg ist, ist es weg. Ist das eine Art gute Erklärung dafür, was vor sich ging? Genau, das ist es genau. Und dann die Intelligenz von Ayahuasca zu wissen, dass es das Spiel wirklich spielen musste und bereit war, mich hinabzuführen, tief hinunter. Meine größte Angst zu diesem Zeitpunkt. Es war bereit dazu, aber die Absicht war nicht, ein Trickster zu sein. Es war, weil sie mich liebte und wollte, dass ich frei von dieser Angst bin. Denn nur wenn ich frei von dieser Angst wäre, wäre ich noch freier, völlig frei von Angst. Also, es war diese liebevolle Energie, aber eine, die dich so sehr liebte, dass sie, Ayahuasca verhätschelt nicht und sagt nicht, dass wir unsere Ängste verbergen sollen, weil sie zu intensiv sind. Es geht darum, uns über unsere tiefsten Ängste hinauszuführen. Wer diese Medizin nimmt, muss bereit sein, dass alles passieren kann. Wenn du glaubst, du könntest etwas vor Ayahuasca verstecken, etwa eine Angst oder ein Trauma, und denkst, nein, nicht dorthin, dann wird Mama Ayahuasca genau dorthin steuern. Sobald du sagst, nicht dorthin, entgegnet Mama Ayahuasca, oh, doch, genau dorthin. Es scheint fast, als ob in Analogie zu dem, was wir erleben. Weißt du, wir haben, falls du brauchst, wenn sie glauben, dass wir unseren Lebensplan und Entwurf selbst erschaffen und Herausforderungen in diesem Leben bewältigen müssen, bestimmte Dinge zu überwinden. Im Leben hätten sie diese Lektion ebenfalls erhalten können. Es hätte lange dauern können. Sie hätten vielleicht eine Krebsangst durchmachen müssen, monatelange Untersuchungen und Tests, bis sie schließlich erkennen, dass sie nichts haben. Und sie hätten all das durchmachen können. Aber hier wird es in ein paar intensiven Stunden erledigt, beschleunigt. Es ist fast, als wäre es beschleunigt. Plan zur Überwindung von Blockaden in der eigenen Psyche. Ist das korrekt formuliert? Ja, ganz bestimmt. Es ist proaktiv. Es ist ein proaktiver Behandlungsplan, damit das Universum und ihr Leben dies nicht in ihre eigene Realität manifestieren müssen. Dennoch manifestieren sich Dinge, manchmal. Wissen Sie, manchmal, es gibt Lektionen, die man nicht einfach lernt oder die außerhalb der Reichweite der Medizin liegen. Das Leben muss dennoch voranschreiten. Wenn du glaubst, dass das Leben dir stetig Herausforderungen bietet, Orte, an denen du dich versteckst, Orte, die dir Angst machen, um dich letztlich zu befreien, dann ist das ein Teil der Lehre von Peter Crone. Er spricht darüber, wie das Leben dir zeigt, wo du unfrei bist. Medizin kann diesen Prozess beschleunigen, indem sie Ängste aufdeckt, von denen du nichts wusstest, Herausforderungen hervorhebt und dir ermöglicht, proaktiv zu handeln. So muss das Universum dich nicht durch langwierige, schmerzhafte Erfahrungen schleifen, um dich über deine Todesangst oder notwendige Lektionen hinwegzubringen. Und daran glaube ich wirklich. Ich glaube nicht, dass alles vorherbestimmt und schicksalhaft ist. Ich bin überzeugt, dass es Zufälligkeit in der Welt gibt, aber auch tiefe Führung und eine intelligente Seele im Einklang mit dem Kosmos. Der Zugang, den Pflanzen und Pflanzenlehrer bieten, ermöglicht es, den Lebenslehrplan proaktiv zu beschleunigen. Und daran glaube ich wirklich. Lass uns reingehen. Wenn das herausfordernd war, stellen wir uns der schwierigen Situation. Und was war es? Also die meisten der schlimmen Situationen betrifft Zeiten, wenn in Umgebung und Situation etwas schief geht, nicht wahr? Also mach nicht. Es ist eine Situation, in der plötzlich kann man überzeugt sein, das falsche Medikament genommen zu haben, oder es geschieht etwas, das nicht geschehen sollte, denn dann gibt es kein. Was also wissen Sie, ich hatte nie Zweifel daran, dass das Ayahuasca, das ich genommen habe, Gift war, denn ich war bei einem der großen Meister und nahm Ayahuasca in Peru. Ich vertraute der Medizin und ich vertraute dem Schamanen. Also entstehen schlechte Situationen, wenn man der Medizin nicht vertraut. Oft sind das nur einige der Kategorien. Man vertraut der Medizin nicht oder man vertraut dem Schamanen nicht. Und manchmal vertraut man vielleicht auch nicht der Dosis der Medizin, die man genommen hat. Genau, denn es gibt eine gewisse Schwelle, an der man denkt, also wenn man das alleine macht und nicht geführt wird, könnte man entweder, und sagen wir, man hat eine Straßenversion dieser Medizin bekommen
Und es könnte sein, dass man denkt, oh wow, ich habe Gift genommen. Tatsächlich, nein, diese Pilze waren nicht Psilocybe cubensis, das war Gift. Und ich sterbe tatsächlich, weil man richtig übel wird und denkt, nein, ich sterbe wirklich an diesem Gift. Und das ist keine Angst, die du wirklich handhaben musstest. Natürlich fürchten wir uns, Gift zu trinken. Daher ist es für dein Unterbewusstsein, deine Psyche nicht hilfreich. Es ist purer Horror, reines Trauma. Du bist schlicht von der Vorstellung traumatisiert, dass du es bist. Du hast etwas getan, das dich zerstört oder tief verletzt hat, weil du dem Setting, dem Umfeld und der Medizin misstraust. Das sind die Momente, in denen es schlimm wird. Doch das sind nicht die einzigen schwierigen Situationen. Du bist unsicher, ob du die richtige Medizin genommen hast. Vielleicht hast du Angst davor. Zu viel vom Medikament genommen. Denke an Freund Kyle. Er versuchte wenig LSD auf einer Wanderung zu nehmen. Und kennst du meinen Freund Ian? Sie waren wandern und ihm war nicht bewusst, dass das LSD, das er hatte, verurteile ihn, verdampft und kondensiert, also auf das Fünffache der Stärke. Es war flüssiges LSD, also hatte es sich kondensiert, weil es ist verdampft, weil es lange her ist, dass er es hatte. Doch verdampft ist nur das Wasser, nicht das LSD. Übrig blieb also kondensiertes LSD. Er war mittendrin in einer Erfahrung, die er nicht begriff, an einem Ort, der ziemlich zwielichtig war. Sie erreichten den Berggipfel, konnten sich nicht bewegen unter der gleißenden Sonne. Und das war echt dramatisch, ja. Das war eine traumatische Erfahrung. Ich erinnere mich, er hat es schließlich geschafft, mir eine Nachricht zu schicken und er ist ein erfahrener Psychonaut, so wie Kyle. Er ist eben, weißt du, fast. Er hatte nicht die Jahre, aber er hatte vergleichbare Erfahrungen wie ich und er kontaktiert mich und sagt, Harvey, das ist also eine Lebenssituation, spreche ich das aus? Langsam, mein Bruder. Was redest du da? Er sprach von einer Lebens- oder Todeslage. Ich so, okay, verstanden, lass einen Pin fallen, wo du bist. Hilfe kommt. Ich habe mit ihm gesprochen, es herausgefunden, aber er war in der falschen Umgebung mit zu viel Medizin, weil er nicht wusste, was mit seinen Medikamenten passiert war. Das war ein Horrortrip und für Kyle war das traumatisch, aber auch für Ian, der nicht so viel Erfahrung hatte, war es eine zutiefst traumatische Erfahrung. Es hat Ian sehr viel Zeit gekostet, sich von dieser Angst zu erholen, dass wir auf diesem Berg sind. Niemand wird uns finden, unser Wasser geht zur Neige. Wir haben Trauma verursacht, statt es zu nehmen. Richtig, es produziert tatsächlich und das würde ich eine schlechte Erfahrung nennen. Es verursacht Trauma, statt es zu beseitigen. Das sind also einige der Situationen. Man kann auch in eine Lage geraten, wo man auf echte, dunkle Mächte stößt und sie können ihnen Herausforderungen stellen, die, wenn sie nicht die nötigen Fähigkeiten und Konzentration haben, sie können eintreten. Nehmen Sie die Ausfahrt, rein, in einen Ort, aus dem Sie vielleicht nicht mehr entkommen können. Also, es gab eine Situation, später, 2016, nahm ich Ayahuasca. Mein Vater ich möchte seine Verfassung nicht pathologisieren, sondern mythologisieren. Also war er wie in seinem König Lear-Moment, verloren im Wald. Pathologisch wäre es paranoide Schizophrenie. Und es gibt keinen Zusammenhang zwischen dieser und seinem früheren Gebrauch von Psychedelika. Es liegt viel daran, dass er sich dem Channeling hingab. Er startete Channeling-Praktiken ohne sachkundige Anleitung. Es ist eine lange Geschichte, die wir jetzt nicht ausbreiten müssen, aber im Kern befand sich mein Vater in einem isolierten Zustand paranoider Schizophrenie und ich konnte ihn nicht erreichen. Diese Kraft trat dann in meine Reise ein, meine Ayahuasca-Reise und beginnt es mit allerlei Tricks und Spielen. Und im Grunde genommen, du versuchst mich dazu zu bringen, versucht vorzugeben, es hätte mein Herz stehlen können und dann verhandelt es, um mein Herz zurückzugeben. Und dann verhandle ich um mein Herz. Und dann beginnt es, um die Seele meines Vaters zu feilschen und nennt mich einen Feigling, weil ich meine Seele nicht gegen die meines Vaters tauschen würde. Und das war diese intensive Begegnung mit dieser dämonischen Energie, die war wie sehr, sehr, sehr bald, gruselig, sehr intensiv, jetzt. Was also, ich hatte genug Übung und spürte genügend Führung. Ich konnte mich hindurch manövrieren. Aber ich sah auch, dass wenn ich ein paar falsche Entscheidungen träfe und dieser Angst nachgebe oder diesen Handel einging, vielleicht immer glauben würde, dass ich meine Seele an den Teufel verhandelt hätte und ich hätte vielleicht dieses psychologische Muster und dieses Konstrukt geschaffen, das mich in Angst gehalten hätte. Es können also Situationen entstehen, die bei einem Fehler von dir.
Wenn du falsch entscheidest oder den Weg der Angst wählst, könntest du vielleicht nicht sofort zur Autobahn des Wissens zurück. Du müsstest das korrigieren. Also, das ist noch eine Situation, die schlecht hätte ausgehen können, aber nicht tat. Die letzte war meine Ex-Verlobte, Whitney Miller. Sie praktizierte Medizin. Wir nahmen Ayahuasca an einem Ort, den ich nicht mit ihr besuchte. Sie suchte ihre eigene Reise. Dort traf sie eine Frau. Schamanin, eine Meisterin, oft als Bruja bezeichnet, eine Quelle. Wofür, ja? Und sie verfluchte Whitney. In einem der Fälle, in einer der Zeremonien. Das mag jetzt alles sehr nach Hokuspokus klingen. Flüche sind nicht real. Okay, gut genug. Und ich denke, es ist eigentlich besser, wenn Sie das glauben. Also, wenn Sie das glauben, bitte behalten Sie Ihren Glauben. Ich will nicht, dass Sie Ihre Meinung ändern, denn in einer Welt voller Flüche zu leben, ist beängstigend. Also, bevor Sie weitermachen, nur zur Info, ich bin Kubaner. Also, ich auch. Ich wuchs damit auf. Brujidia und weiß sein, das schwarze Weiß. Die weiße Magie und die schwarze Magie. Es ist so ähnlich wie kubanischer Voodoo. Mir war all das bewusst. Ich hatte Familienmitglieder, die ein Jahr lang weiß trugen, weil sie dort waren, im Streben. Die weiße Magie oder der weiße Hexenmeister, nicht Hexenmeister, sondern weiße Hexe, all diese Dinge. Ich verstehe es. Und das ist immer mein Gefühl bei all diesen Sachen. Ich respektiere es und ich möchte nichts damit zu tun haben. Ich stimme zu. Ich respektiere es. Glaub nicht, dass es unwichtig ist. Respektiere es und geh weiter, denn ich habe viel erlebt. Ich komme aus der Karibik, habe viel erlebt und weißt du was? Respektier das. Mach weiter. Respektier es und bleib fern von mir. Weitermachen. Einer der Besten, einfach einer der Besten, ja. Und ich habe es immer gesagt, eine der besten Verteidigungen ist, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du lernst wirklich damit umzugehen, dieses Feld beherrschen und lernen, dunkle Materie umzukehren. Du tauchst tief ein, wirst ein Jedi oder trinkst starken Budweiser und sagst, es ist so. Lass nicht zu, dass dein Glaube Schwachstellen erschafft. Wie jemand wie mein alter Freund Cowboy Cerrone ist ein bekannter UFC-Kämpfer, nicht wahr? Er scheint am resistentesten gegen Brujeria zu sein von allen, die ich kenne. Und er trinkt vorzugsweise nur Budweiser. Alter, echt jetzt? Selbst ihre stärkste Magie würde ihn unbeeindruckt lassen. Es beeinflusst ihn nicht. Also eine großartige Verteidigung, quasi die Budweiser-Verteidigung. Warum ist es so schlecht? Ist wirklich sehr stark. Also war Whitney irgendwo im Bundesstaat, wo sie verwundbar war, wissen Sie, sie war es. Sie war verhext, sie war verflucht und sie kam zurück und war einfach, wissen Sie, sie meinte, ich Bewusstsein und ich hasse das. Und ich dachte mir, Mensch, irgendwas. Und sie sagte, in diesem einen. Dieser eine Schamane, von ihr ging die schlimmste Energie aus und sie sagte, genug. Da dachte ich mir, okay, ich glaube, ich verstehe, was hier passiert sein könnte. Also werden wir losziehen und zwar tiefer in den Dschungel hinein zu einem Spezialisten für die Umkehrung böser Magie. Das sind Hamilton Southern und Maestro Alberto Davila. Das ist ihre Spezialität. Und so, Hamilton war im Bilde. Er hat nichts davon gesagt, weil ich keine Ahnung hatte. Ich nahm an, wir würden jetzt etwas trinken gehen. Und Whitney, sie wollte wirklich kein Ayahuasca probieren. Sie so, verdammt. Ich so, komm schon, Schatz, vertrau mir doch ein wenig. Probier es einfach mal. Du musst danach nie wieder. Du kannst die kleinste Menge nehmen. Einfach. Ich wollte sie wirklich nicht erschrecken, so nach dem Motto, hey, du bist verflucht. Niemand soll verschreckt werden. Aber ich dachte mir, okay, gehen wir rein und machen das Ganze möglichst klein. Dann also, Maestro Alberto, dem Hamilton nichts erzählt hatte, geht einfach im Raum herum und macht das, was man Bentiato nennt, also die individuellen Ikoros für jede Person und sie sind für alle gleich. Er tut es bei 6 verschiedenen Personen gleich. Sie sind alle wunderschön. Und dann hält er bei Whitney an und er beginnt sein Mapacho zu puffen und er lässt sich Zeit. Es war wie eine faszinierende Pause im Lebensrhythmus, denn er glitt von einem Moment zum nächsten. Dann brach er in einen Ikoro aus, der schrill und zugleich tief berührend war, als spräche er zur Seele. Mir stellen sich jetzt die Haare auf den Armen auf, wenn ich daran denke, so schrill und fast als würde es schneiden und wie dieser hämmernde Ikaro. Und dann rutscht Hamilton so zu meiner Matte hinüber und
Schau, ich will nicht, dass du dir Sorgen machst, aber das ist einer von Albertos mächtigsten Hexenfluch, Umkehr, Ikaros. Und Whitney wird es gut gehen. Da war etwas böse Magie. Er räumt das jetzt auf. Sie wird wieder völlig in Ordnung sein, wenn das vorbei ist. Mach dir keine Sorgen. Er legt los, legt los, legt los. Und der Raum ist elektrisiert. Bei allen stehen die Haare zu Berge. Dann ist er fertig, bläst Rauch aus, murmelt ein paar spanische Worte. Und dann bewegt er sich und fährt dann mit uns allen mit derselben Bentiata wie zuvor fort. Also hat er das Ding entdeckt und es zerstört. Dann er und die Schamanen, da war Maestro Alberto, der Oberschamane, der Maestro Hamilton lehrte, der Maestro Christian lehrte. Also 3 Schamanen, 3 Generationen von Schamanen vorne. Und sie beginnen zu sprechen, denn in ihrer Tradition, wenn sie den Fluch oder die Verhexung einer Bruja oder eines Brujo umkehren, in diesem Fall war es eine Bruja, dann, es ist wie ein verdammtes Videospiel, einfach verrückt. Aber sie stellen Kontakt her mit der Person, die den Fluch ausgesprochen hat. Denn durch die Magie können sie tatsächlich identifizieren, wer es war. Und das eröffnet die Möglichkeit, in einen astralen Kampf zu treten. Und dann können sie wirklich kämpfen. Und ihr Kodex und ihre Ethik ist es, die Brujos und Brujas zu Fall zu bringen. Sie sind wie die Jedi. Also, als hätten wir einen Sith entdeckt. Wir werden sie ausschalten und dürfen ihre Magie übernehmen, einen Teil ihrer Kraft, wenn wir sie im spirituellen Kampf besiegen. Sie geraten erneut in eine große Auseinandersetzung, vorne im Raum auf Spanisch, unverständlich für uns. Doch Hamilton hat Details geteilt und Alberto meint, ich hab sie, lasst uns sie holen. Lassen wir sie fertig werden, denn sie sind super, einfach das Nonplusultra. Weißt du, das wird bestimmt unglaublich. Und Hamilton so, nein, wir ziehen nicht in die Schlacht. Wir haben diese Gruppe hier. Lassen wir sie einfach in Ruhe. Lassen wir sie einfach ziehen. Wenn wir sie wiederfinden, können wir uns um sie kümmern. Aber wir sind hier, um dieser Gruppe zu helfen. Und Alberto so, das ist nicht unsere Art. Wir spüren böse Magie auf. Wir finden eine Bruja, und wir nehmen ihre Medizin. Und so gehen wir vor. So ist es, wie wir hier unten Gesetze machen. Hamilton meint, nein, das können wir nicht tun. Und letztendlich gibt Alberto nach und sagt, na gut. Weißt du, so, lass die Sith. Ja, das stimmt. Gemein. Das sind nur ein paar Beispiele von einigen Orten, an denen es schiefgehen kann. Und das ist nicht nur beängstigend und herausfordernd, sondern es kann wirklich schiefgehen. Und offensichtlich haben all diese Geschichten glücklicherweise ein gutes Ende. Aber letztendlich, es gibt etwas. Es gibt echt üble Orte. Es scheint also so zu sein. Die meisten schlechten oder herausfordernden Trips entstehen, weil du in eine Achterbahn steigst, die ein 18-jähriger Schausteller aufgebaut hat und du dem Ganzen nicht vertraust. Es ist anders, als würdest du in eine Attraktion bei Disney gehen, wo du dich sicher fühlst, weil alles zuverlässig erscheint. Ja, und wenn du Angst hast, bei Angst schau in den Spiegel. Genau. Wenn du Angst hast, denke einfach, nein, ich bin bei Tron, ich bin bei den Guardians of the Galaxy, ich bin cool. Hier wird 25 Stunden am Tag geprüft und es gab nie ein Problem. Stell dir vor, du bist auf einem Karneval und siehst einen 18-jährigen Schausteller. Du denkst, oh, dem würde ich nicht mal mein Fahrrad anvertrauen, geschweige denn ein Fahrgeschäft aufbauen und betreiben lassen. Das ist wie ein Horrortrip. Wenn du in der Achterbahn sitzt und etwas schief geht, denkst du, oh mein Gott, der 18-Jährige hat das gebaut. Hat er eine Schraube vergessen? Das scheint oft bei schlechten Trips zu passieren. Die meisten schlechten Trips entstehen tatsächlich durch eine ungeeignete Umgebung. Das Medikament an sich könnte in Ordnung sein, so wie es viele Leute bereits erlebt haben. Gerade wenn man jünger ist auf einer Party in der Oberstufe und dann nimmt man seine erste psychedelische Droge und plötzlich taucht die Polizei auf und dann. Du weißt, so in der Art. Du sitzt hinten in einem Auto auf Pilzen. Ich meine ja nur so, das ist es nicht, genau. Schlechte Umgebung, schlecht. Eine echte Schlägerei entsteht, während du stolperst. Mein Gott, ja genau. Die Leute schlagen um sich und du denkst dir, ich bin nicht auf diese Situation vorbereitet. Bin ich das? Passiert das wirklich oder ist es Einbildung? Plötzlich kommt ein Fisch ins Gesicht. Ich spürte die Ayahuasca-Wirkung. Das war zu real. Ich fühlte mich echt. Ist das Blut oder Aale? Was passiert hier? Au. Ja, das muss es sein. Aber sagen Sie mir, wenn Sie damit fertig sind, wie lange hält das an? Haben Sie nachwirkende Effekte von
dem Trip? Oder ist es so, dass es vorbei ist, wenn es vorbei ist? Die Nachwirkung für mich ein lebenslanger Begleiter. Nein, sondern wirklich die Reise selbst. Nicht die Nachwirkungen der Reisen. Ja, also es kommt auf das Medikament an. Jedes Medikament hat eine Wirkdauer. Also zum Beispiel von der kürzesten zur längsten Dauer. Die kürzeste wäre bei mir gerauchtes NND, das auch als Geistmolekül bezeichnet wird. Wenn man es raucht, dauert der Höhepunkt wahrscheinlich nicht länger als 10 Minuten und dann vielleicht 20 Minuten. Du bist durch die Dämmerung, es ist eine circa 20-minütige Fahrt, gerauchtes NND, 5-MeO-DMT, vielleicht 40 Minuten, es dauert länger. Oh, es ist sehr spezifisch. Ja. Und auch qualitativ sehr unterschiedlich. Selbst eine kleine Änderung in der Molekülstruktur, das wird das Gottesmolekül genannt, öffnet dich sozusagen für das Feld des Göttlichen. Sehr intensiv. Wahrscheinlich das intensivste und kurzlebigste. Psychedelisch. Dann wahrscheinlich als nächstes, weißt du. Nächstes, am kürzesten wäre injizierbares Ketamin. Wir sprechen von 1,5 Stunden. Und das wirkt auf NMDA-Rezeptorstellen. Und es hat so eine Art, ich nenne es Sternenmedizin. Es öffnet dich gewissermaßen mehr von den himmlischen Bewusstseinsebenen, die körperlos sind. Es kann verwirrend sein, fast als würde man die astralen Ebenen überspringen und direkt in die 7. Dimension gelangen. Von der 3. direkt in die 7., ohne die 4., 5. und 6. zu durchlaufen. Deshalb trifft man unter Ketamin selten auf Entitäten. Doch es ist eine sehr kraftvolle, schöne Medizin. Cannabis, gerauchtes Cannabis. Du redest von 2,5 Stunden oder so, du bist high. Essbares Cannabis dauert natürlich etwas länger. Dann kommen wir so langsam in den Bereich der Pilze, was normalerweise nicht mehr als 5 Stunden dauert. Also Pilze sind etwa 5 Stunden. East Forest ist ein Musiker, der ein großartiges 5-stündiges Album hat. Genannt Musik für Pilze. Und es ist perfekt. Denn so gegen die 4. Stunde kommst du langsam runter. Seine Musik klingt aus. Also Pilze dauern etwa 5 Stunden. Ayahuasca ist tückisch. Es kommt in Wellen. Manchmal kann es 8 Stunden dauern, weil es manchmal zu einer verzögerten Wirkung kommen kann. Manchmal sind es 3, 4 Stunden und du bist draußen. Ayahuasca ist ein oral aktives DMT und es wird oral aktiv, weil sie DMT-haltige Blätter, die Chacruna-Blätter, mit der Ayahuasca-Liane mischen, die einen starken MAOI, Monoaminooxidase-Hämmer enthält, der den Abbau von DMT verhindert. Aber du arbeitest mit deinem eigenen, nicht nur mit deiner Spiritualität, sondern auch mit deiner Pharmakologie. Daher kann es je nachdem, wie es wirkt, unterschiedlich auf dich wirken. Es kann 6 bis 8 Stunden dauern oder auch nur 3 bis 4 Stunden kurz sein und du bist draußen, aber meistens geht es eher in den längeren Bereich. Pilze dauern ziemlich verlässlich 5 Stunden. Also wird länger. Wir sprechen über LSD, wir sprechen von 10 Stunden. Watuma, das ist Watuma, also San Pedro, das ist Mescalin, der Wirkstoff. Wir reden eher von 10 Stunden. Also wir kommen zum Peyote, 10 Stunden. Wir sprechen über diesen Bereich. Dann gehen wir zu den am längsten wirkenden über. Also LSD, Watuma, Peyote, die liegen alle in diesem 10-Stunden-Bereich. Manchmal bis zu 12, aber meistens eher um die 10. Und danach Iboga. Und dann, das ist es. Das ist die längste Erfahrung. Bei einer sogenannten Flutdosis von Iboga, also einer vollen Dosis, wirst du dies erleben. Iboga ist ein Strauch aus Gabun, genutzt von den Witi. Sie pflegen die Tradition, diese Medizin zu verwenden. Es ist eine mindestens 18-Stunden-Erfahrung. Es kann bis 36 Stunden dauern. Wie überstehst du das? Du isst nichts und trinkst auch nicht. Es ist so. Nein. Nun, beginne schluckweise zu trinken. Natürlich fasten Menschen manchmal trocken. Sundancer zum Beispiel fasten 4 Tage durchgehend trocken in der Schwitzhütte, nicht wahr? Ja, man kann für einige Tage auf Wasser und Nahrung verzichten und dennoch gesund bleiben. Aber es ist intensiv und es ist unglaublich unangenehm und man macht so ein Boga nur ein paar Mal im Leben. Ein Boga ist nicht so etwas, wo man sagt, ich habe ein Boga gemacht, ja, 50 Flutdosen. Du machst es jetzt. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, genau. Es ist wirklich genau das. Es ist eine sehr starke Medizin und es ist nicht etwas, das man ständig machen muss. Jetzt, Iboga-Mikrodosierungen, das ist eine andere Geschichte. Das kann man anders handhaben. Und das ist eine völlig andere Erfahrung mit kürzerer Dauer.
Lassen Sie mich also fragen, dieses Konzept des Mikrodosierens kommt immer mehr in den Mainstream, wo man buchstäblich Mikrodosen von LSD kaufen kann und es öffnet die Menschen wirklich, aber auf eine mikroskopische Weise. Aber es wird definitiv wahrgenommen. Können Sie ein wenig erklären, was Mikrodosieren in dem Sinne bedeutet, wie ich es jetzt in der Welt sehe? Es ist ein bisschen akzeptabler geworden, Mikrodosen von Psilocybin und Ähnlichem zu nehmen. Es ist sicherlich sicherer, nicht wahr? Man vermeidet die negativen Erfahrungen, die sonst auftreten könnten. Und mit schlecht meine ich auch herausfordernd. Solche Erfahrungen werden weder schlecht noch herausfordernd sein. Doch gerade das Herausfordernde führt oft zu einem immens positiven Ergebnis, das in einer Mega-, Flut- oder vollständigen Dosis erreichbar ist. Es kann jedoch Ihre Gehirnchemie positiv justieren. Ich könnte die Praxis der Mikrodosierung durchaus mit einer Meditationspraxis vergleichen. Genauso wie du durch regelmäßige Meditation deine neurologischen Muster beeinflusst und verändert hast, wirkt auch die Mikrodosierung auf ähnliche Weise. Sie verändert subtil die Art und Weise, wie das Blut in deinem Gehirn zirkuliert und beeinflusst, wie deine neuronalen Rezeptoren offen oder aktiv sind. Es kann also sehr hilfreich sein, um eine stetige Praxis fortzusetzen, die deine Gehirnchemie so subtil verändert, dass, wenn du von einer Art chronischem depressiven Zustand geplagt wirst, dann könnte Mikrodosierung wirklich helfen, etwa bei chronischer Angst, ohne dass du aktiv etwas tun musst. Keine großen Lebensstiländerungen nötig. Es verändert dich sanft, ähnlich einem guten Nahrungsergänzungsmittel. Eine gute Meditationspraxis oder eine gute Wissen, wenn du mit Atemübungen beim Laufen beginnst, all diese Dinge. Es ist eine subtile Veränderung über Zeit, die vorteilhaft sein kann und steigert. Es kann unmittelbar die Produktivität oder Kreativität steigern, auf bestimmte Weise, da du quasi deine Neurochemie veränderst. Ich erforsche Mikrodosierung definitiv. Du weißt ja also wirklich sehr positiv eingestellt gegenüber diesem Bereich. Es ist nicht das Gebiet, das mich am meisten begeistert. Aber es ist auch so, dass ich so viele Leute kenne, die daraus unglaublichen Nutzen gezogen haben für mich. Bei Depressionen würde ich lieber runterkommen. Suche danach, finde das Unkraut an der Wurzel, reiß es raus, betrachte es und sage, interessant. Erzähle dann im Podcast die Geschichte dieses Unkrauts, woher es kam, warum es dort war, wie es mich beeinflusst hat, anstatt dass sich etwas subtil verändert. Vielleicht ist das einfach meine Art von wilder pädagogischer Natur, wo ich leidenschaftlich gern lehre, was, weißt du? Ja, ich denke Ihnen, es ist klar, dass du, gelinde gesagt, eine interessante Persönlichkeit bist, Aubrey. Vielleicht liegt es in deiner Natur, direkt ins tiefe Ende zu springen, wo viele nicht wagen. Für andere, denen dies fremd ist, könnte Mikrodosieren der einzige gangbare Weg sein. Weißt du, ich empfehle eher Atemarbeit, Meditation, sensorische Deprivation, Floating oder ekstatischen Tanz. Keine Psychedelika, es sei denn, ich kenne jemanden wirklich gut. Man empfiehlt sie nicht. Doch Atemarbeit, Meditation, Deprivation, Floating oder Tanz, das befürworte ich. Ich empfehle all das uneingeschränkt. Menadipin. Wir haben eine Gruppe namens Fit for Service. Bei Fit for Service sind keinerlei Psychedelika im Spiel. Es geht nur um diese Praktiken, Atemarbeit, ekstatischer Tanz, Meditation, Kommunikation, Zeit in der Natur, wie diese kleinen Mini-Visions suchen. Also das empfehle ich vorbehaltlos. Und was Mikrodosierung angeht, es gibt da eine ziemlich, weißt du, ich empfehle das den Leuten wirklich gerne. So nach dem Motto, vielleicht solltest du über Mikrodosierung nachdenken. Schau dir Fadimans Protokolle an oder die Protokolle von Paul Stamets, die verschiedene Pilze einbeziehen, und sieh dir das wirklich genau an. Ich fühle mich dabei sehr wohl, das zu empfehlen, denn ich denke, die Sicherheit ist wirklich gegeben. Sie werden damit nicht in tiefes Wasser geraten. Und obwohl ich diese Anrufe, wo Leute so sind, gern entgegennehme. Es ist eine Situation. Ja, das stimmt. Also ich habe bereits viele solche Anrufe entgegengenommen und bin darauf vorbereitet, sie zu handhaben, obwohl ich es nicht bevorzuge. Ich wünsche niemandem, solche Erfahrungen machen zu müssen. Daher glaube ich, dass Mikrodosierung eine wichtige Option ist, die Beachtung finden sollte. Ich bin viel wohler dabei zu empfehlen, dass man sich damit auseinandersetzen sollte, anstatt es voreilig zu tun. Und dann, wenn ihr wirklich dazu berufen seid,
Bereitet euch vor, eine intensive psychedelische Reise zu starten, wirklich tief in euch zu blicken. Forscht gründlich, hört weitere meiner Podcasts, kauft unbedingt mein Buch im Februar. Psychonauten, seid gespannt, denn ich teile alle Erlebnisse darin und sucht dann erfahrene Praktizierende, die euch kompetent begleiten können, auf wirklich gesunde Weise. Und das Feld der Praktizierenden ist auch interessant, denn es gibt viele verschiedene Praktizierende, die in den Staaten aktiv geworden sind. Sie sind nicht alle gleich. Und ich möchte nicht anfangen, Namen zu nennen und all das zu tun. Aber einige haben keine Ahnung, was zum Teufel sie tun, und andere wissen sehr wohl, was sie tun. Das ist interessant. Seid euch bewusst, dass es ein gemischtes Feld mit unterschiedlichen Leuten gibt. Manche sagen, oh, ich befolge dieses spezielle Protokoll. Und es gibt eine Gruppe, die sehr beliebt ist. Nochmal, ich nenne keine Namen, aber zuverlässig. Es ist eine sehr zuverlässige Quelle für den Einsatz von Medikamenten. Wer das Protokoll befolgt, weißt du, und ich werde einfach, ohne zu teilen, nennt man das Verfahren, die Reise. Das tut man, wenn man sie antritt. Du weißt, so wie. Es wird wohl eine gute Erfahrung sein. Kinderkrankheiten wurden sozusagen ausgebügelt. Es ist ziemlich gut. Noch eine, wissen Sie, es ist ein weiteres Protokoll hinzugekommen. Es ist ziemlich leichtsinnig und ich denke sogar ziemlich gefährlich. Also seid euch bewusst, was vor sich geht. Und es gibt auch Schamanen, die überall herumziehen und Ayahuasca anbieten. Manche sind es, andere nicht. Einige sind kompetent, andere nicht. Doch bei einheimischen Schamanen ist es weniger wahrscheinlich, dass sie Brujos oder Brujas sind. Es geht um eine Frage der Kompetenz, sozusagen mehr, weil Ayahuasca ähnlich wie LSD durch Verdampfung stärker wird. Wenn man Ayahuasca zu lange kocht, konzentriert es sich, also könnte die angenommene Dosis 3-mal so stark sein. Ein Becher Ayahuasca könnte wie 3 Becher wirken und dann könnte das totale Chaos ausbrechen, einschließlich des Ayahuascas, das der Leiter genommen hat. Du könntest buchstäblich in einem verdammten Zirkus landen, wo es Fäkalien, die durch den Raum fliegen, wie die Geschichten, die ich gehört habe. Ich habe sie auch gehört. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Es kann so vieles passieren. Also es muss respektiert werden. Inländische US-Schamanen werden dich wahrscheinlich nicht verfluchen, doch sie können äußerst fähig sein. Sei also einfach achtsam. Also wenn Becker aus Hollywood Hills anruft und sagt, hey, ich habe das im Griff, Alter. Ja, er sah eine Dokumentation dazu. Ich denke, wir könnten das am Wochenende tun. Besser fernbleiben. Ich würde es auch sagen, ebenfalls. Aber manchmal sind sie gut, manchmal sind sie gut. Aber letztendlich, ich empfehle Leuten wirklich zu gehen. Ich kann nur die Leute empfehlen, ich weiß, dass ich das weiß. Ich kenne die Einrichtung in Soltara. Ich kenne meinen Bruder, Sean Chester, der in meinem Podcast war. Er wird euch an den richtigen Ort führen. Das weiß ich. Ihr wisst, er wird euch gut leiten. Und es müssen mehr Leute sein, denen ich wirklich vertrauen kann. Ich kenne zwar einige im Inland, aber ich kann ihre Namen nicht nennen. Es gibt Leute, die Medizin anbieten, Jen und Valko, die in meinem Podcast waren. Im Grunde könnt ihr euch meinen Podcast anhören. Ihr findet die Personen, die, wenn sie großartig sind, ich sie wahrscheinlich interviewt habe, zumindest irgendwann. Ja, du würdest kein Gespräch führen. Das Beste, die Becker kennt. Du führst kein Interview mit dem Schamanen, den Becker kennt. Eigentlich nicht, nein. Das ist nicht meine Art zu handeln. Ich bin auch schon lange dabei. Weißt du, ich mache das schon lange genug. Also lass mich dich fragen, Bruder. Die Liste, die du genannt hast, von der kürzesten Dauer bis hin zu der längsten, also 15 Stunden, die 36 Stunden. Ja, hast du all diese Erfahrungen wirklich in deinem Leben gemacht? Bist du durch all das irgendwann einmal gegangen? Oh ja, also was ich erwähnt habe, ich lese nicht aus einem Buch vor. Das stammt alles aus persönlicher Erfahrung. Und es ist nicht nur das, sondern ich meine, viele solche Erfahrungen, Iboga, eine lange Zeremonie, das erlebt man im Leben nicht häufig. Also 3 habe ich gemacht, du weißt Bescheid. 3 dieser 18 Stunden Erfahrungen in meinem Leben, Ayahuasca wahrscheinlich, 40, 50 Mal Pilze in die Hunderte, DMT auch 100-fach, Ketamin über 24 Jahre. Ja, es gab viele Reisen. Wachuma ungefähr 20 Mal. Es gab wirklich eine Menge. Ich habe all diese Dinge viele Male gemacht. Du weißt wirklich, wirklich, manchmal oder sehr, sehr selten mache ich sie auf eine nicht heilige Weise. Und das ist dann so, ja klar,
Ich war beim Burning Man und habe etwas Molly genommen. Es gefällt mir. Natürlich oder Pilze genommen. Aber vor allem meine Art, dies zu erreichen, dient dem Zweck und der Absicht, meine spirituelle Aktualisierung und Entwicklung sowie meine Freude zu fördern. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, es ist witzig. Ich bin zu 87% aschkenasischer Jude, nicht wahr? Und traf auf Kawai, jemanden, der genauso ist. Und er hat was Lustiges gesagt, weil er meine Energie gespürt hat. Er ist auch auf dem spirituellen Weg und meinte so, warte, du sagst, du bist fast vollblütiger Jude? Ich so, ja. Er so, und du bist nicht ängstlich? Du bist es nicht. Ich so, okay, das ist wirklich großartig. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Er meint, ja, du bist ruhig. Ja, klar, hättest du mich zwischen 17 und 25 getroffen, hättest du eine andere Person kennengelernt, ganz zu schweigen davon. Man kann nicht verallgemeinern, dass Juden ängstlich sind, aber das Trauma des Holocausts ist eine reale Last. Meine Vorfahren flohen vor den Pilgervätern. Bekannt ist das Traumamuster wie die Angst, nie zu wissen, wann Verfolgung droht, weitergegeben werden. Es ist also falsch zu behaupten, alle Juden seien ängstlich. Das ist keineswegs der Fall. Natürlich nicht. Aber es gibt auch Muster, die sich durchziehen, generationenübergreifend. Generationstrauma. Ich konnte es bewältigen. Es ist eine ironische Geschichte, die verdeutlicht, wie mein Weg es mir ermöglichte, zu Frieden, Liebe und Freude zu finden. Dieser Prozess half mir, Ängstlichkeit und Furcht zu überwinden. Gefühle, die nicht nur meiner hebräischen Herkunft entspringen, sondern universell sind. Es war amüsant, Feedback von jemandem zu erhalten, der ebenfalls jüdisch ist. Wir dürfen also auf eine gewisse Weise über uns selbst sprechen. Ich denke, wir bekommen Erlaubnis. Weißt du, und einfach diese Reflexion anzubieten, dass mir dieser Weg grundlegend ermöglicht hat, die Natur des Generationstraumas, das mir von meinen Eltern und Großeltern weitergegeben wurde, zu verändern und einfach ein anderes, viel freieres Leben zu führen. Es ist nicht so, dass ich keine Herausforderungen habe oder nie in Schwierigkeiten und dunkle Phasen gerate, wo ich verzweifelt die Hände hebe, weine und sage, es ist zu viel, ich kann nicht mehr. Aber ich bin so glücklich, Mann, wirklich glücklich und stolz auf meine Leistung. So bin ich immer noch. Ich bin 42 und werfe auf dem Basketballplatz Körbe wie mit 18. Ich bin am Ballen. Ich rocke es immer noch in der Geschäftswelt und überall. Also wirklich in jeder Kategorie fühle ich, als ob mein Leben ist einfach immer besser geworden. Meine Beziehung ist oft. So vieles in meinem Leben ist so gut und ich kann nicht allen Kredit den Psychedelika geben. Natürlich nicht. Ich hatte großartige Mentoren, hervorragende Lehrer. Ich hatte großartige persönliche Praktiken und die Bereitschaft, die harten Trainings und die kalten Tauchgänge und all das zu machen. Und eine engagierte Atemarbeit, Praxis und die verschiedenen, du kennst die verschiedenen Methoden. All die Wege, wie ich die Natur erlebe, all das zählt, alles trägt bei. Aber es hat mein Leben nicht nur spirituell verändert, sondern mir auch ermöglicht, einfach zu leben in einem anderen Seinszustand, meinem natürlichen Zustand. Und so habe ich will eine Brücke sein, die zeigt, man muss nichts opfern. Auch mit 42 bin ich auf dem Platz, um den Leuten die Seele zu rauben, wie Shang Tsung in Mortal Kombat. Richtig. Und dann sehr spirituell wieder, mein Herr. Sie sind weiterentwickelt über alle Evolution hinaus. Und dann wissen Sie, aber am Ende haben wir es gemacht. Wir spielten tatsächlich letzten Sonntag. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt, aber es war eben dieser Sonntag. Es ist die 107. Episode. Wir spielten 2,5 Stunden lang 3 gegen 3. Wir haben uns im Wettkampf mit aller Kraft bekämpft. Danach zogen wir gemeinsam ins Schwimmbad, lachten und tauschten Lebensgeschichten aus. Wir aßen zusammen. Es liegt eine Schönheit darin, hart zu konkurrieren und dann zu wissen, dass alle dieselbe Anstrengung durchlebt haben. In solchen Momenten zählt nicht, wer gewonnen oder verloren hat, wer getroffen hat oder nicht. Es fühlt sich an, als könnte ich die schönsten Teile meines Lebens in diesen Zeiten vereinen. Wie so viele Leute denken, oh, ich werde Ayahuasca nehmen, ich muss meinen Job kündigen, ich werde verdammt nochmal Perlen und Roben tragen und so. Nein, nur wenn du das willst. Ich meine, wenn du das machen möchtest, kannst du das, aber es ist nicht notwendig. Genau. Du kannst deinen schicken Schmuck tragen und tun, was dir Freude macht. Doch frage dich, warum? Ist es reine Freude?
Wenn du etwa einen Bentley wegen seiner exzellenten Handwerkskunst liebst und es genießt, ihn zu fahren, wirst du weiterhin einen Bentley fahren. Du kannst ihn lieben. Das heißt nicht, dass du deine materiellen Güter aufgeben musst. Aber du wirst auch von einem höheren Zweck geleitet und ein tieferes Verständnis dafür haben, warum du liebst, was du tust. Was ist der tiefere Sinn? Machst du das, um anzugeben? Machst du das, um besser als jemand anders zu sein? Machst du das, weil du es einfach liebst? So wie die Bentley-Hersteller wissen, wie man ein Auto baut oder die Aston Martin-Hersteller wissen, wie man einen Motor macht. Das klingt einfach gut und begeistert mich. Wisse, es bedeutet nicht, dass du auf deinen ausgefallenen Sex verzichten musst, wenn du auch spirituell wirst. Klar, leg los, aber sei dir bewusst, warum du es tust. Verstehe das ganze Spielfeld, auf dem du dich bewegst. Und das ist auch Teil der Botschaft. Du musst nicht die Dinge aufgeben, die du am Menschsein liebst. Du musst nur die falschen Dinge aufgeben, die du verfolgst, die letztendlich unbefriedigend sind, weil du die sowieso nicht jagen willst. Es scheint also viel mehr das Warum zu eröffnen als alles andere, weil Sie haben völlig recht. Die Idee, man könne nicht reich und spirituell sein, ist eine falsche Erzählung. Kann man wohlhabend sein? Ja, sicher. Man sollte im Überfluss leben. Das Leben ist zum Genießen im Überfluss da. Betrachten Sie nur einen Apfelbaum, um Himmels willen. Es springt nicht nur ein Apfel heraus, es sind Hunderte an einem Baum. Und es gibt viele solcher Bäume. Die Natur bietet Überfluss, also sollten Sie auch Überfluss im Leben anstreben. Doch das Warum ist entscheidend. Ich schätze Ihre Worte, denn es geht darum, warum Sie dieses Auto oder jene Kleidung wirklich wollen. Wofür tust du das? Wegen des Gefühls. Fühlt es sich wirklich technisch betrachtet gut auf der Haut an? Oder willst du nur ein Logo tragen, um dich besser darzustellen, größer als du bist? Das ist ein sehr wichtiger Unterschied, mein Freund. Bruder, bevor wir losgehen, wollte ich etwas mit dir besprechen. Ich sah dein Video dazu und dachte, wow, das fasziniert mich, der Dunkelretreat. Die Dunkelheit weicht. Der Dunkelretreat, der so einfach scheint. 6 Tage in einen dunklen Raum gehen und Gott wird erscheinen. Du weißt, ich habe von sensorischer Deprivation gehört, in einen Tank zu gehen, könnte auch eine Reise sein für sich. Du musst es tun. Oh, ich bin total begeistert, das zu erleben. In Austin soll es viele ausgezeichnete Tanks geben und ich freue mich darauf, das auszuprobieren. Erzähl mir aber mehr über den Dunkelheitsrückzug. Weißt du was? War das etwa der erste Tag? Also, was erlebst du während dieses Rückzugs in die Dunkelheit? Denn ich war zwar bereits in völliger Dunkelheit, aber so extrem stockdunkel, wie gesagt, war es nicht. Miststück, stockdunkel. Aber ich hatte schon Momente, wo ich dachte, Mann, ich kann meine Hand vor meinen Augen nicht sehen. Ich war in Tunneln, ich war in Höhlen. Ja, eigentlich war ich nie im Stockdunkeln, weil ich in den Höhlen war. In den Höhlen hier in Austin. Ja, Höhlen schwarz. Und man sieht einfach nichts. Es gibt kein Licht. Höhlenschwarz? Genau. Ja, es gibt nirgendwo Licht, also erzähl mir, wie das ist. In diesen Höhlen entstand eine Tradition. Sie waren der einzige Ort mit absoluter Lichtundurchlässigkeit. Dunkelheit und Schwärze sind nicht gleich. Schwärze bedeutet, dass unabhängig von der Anpassung der Augen alles schwarz bleibt. Egal, ob man die Augen öffnet oder schließt, es herrscht gleichbleibende Schwärze. Diese Praxis hat sich in begehbaren Höhlen entwickelt, in die Menschen eindrangen, um die tiefe Schwärze zu erfahren. Das gehörte zu einer initiatischen oder schamanischen Praxis. Die Kogi haben eine umfangreiche Tradition, in der ausgewählte Kinder zur Initiation gebracht werden. Sie bestimmen so die Heiler. Es gibt ein Zitat, das ich oft erwähne und in meiner Dokumentation nutze. Es ist von Khalil Gibran. Jedes Kind, er meint, jeder Mensch sei zweierlei. Einer, der im Licht schläft und ein anderer wach in der Dunkelheit. Ein kraftvolles Zitat, denn Licht gilt oft als Maya, die Illusion. Aber es ist mehr als das. Es birgt so viel Schönheit. Es als reine Illusion zu sehen, erscheint mir reduktionistisch. Es suggeriert, dies sei nicht die Realität. Das ist die Wirklichkeit. Doch es gibt eine echte Realität, die im Dunkeln kommt. Das ist einfach anders. Du musst es langsam zulassen, in dich einsickern lassen, als ob die Dunkelheit hereinbricht. Ich habe es unterwürfig genannt, als ob es präsent wäre. Es ist, als würden sie durch dich hindurchsickern, dich auf interessante Weise lieben und du lässt diese völlig Dinge zu. Weil es eine tiefe innere Angelegenheit ist. Es dreht sich alles um den Geist. Das ist, was zählt. Natürlich spürst du deinen Körper noch. Er verschwindet nicht, aber er kann nicht viel ausrichten. Deine Fähigkeiten, mit dem Körper zu handeln, sind sehr eingeschränkt. Du kannst ein wenig Yoga machen, ein paar Liegestütze, du kannst dich winden. Ich verbringe viel Zeit damit, mich zu winden, aber
Es gibt nicht viel, was du tun kannst, und es gibt auch kaum Geräusche, außer vielleicht gelegentlichen Lauten, die von draußen hereindringen, wo auch immer du dich befindest. Aber du bist allein mit deinem Geist tagelang. Du weißt nicht, was Tag oder Nacht ist. Dort, wo ich war, haben sie Essenszeiten durcheinander gebracht. Frühstück, Mittag, Abendessen. Du verlierst das Zeitgefühl, orientierst dich nicht mehr daran. Wie viele Tage bin ich hier? Ich schätze es anhand der Mahlzeiten, aber sicher bin ich nicht. Sie könnten es vertauscht haben. Und so gelangst du in einen zeitlosen Zustand allein mit deinem Geist. Auf all meinen Reisen spürte ich, dass Menschen am meisten Furcht hatten. Von der Dunkelheit mehr als vor allem anderen. Aber ich fand es lustig. Es ist, als ob du Angst vor der Dunkelheit hast. Das heißt, du fürchtest dich vor deinem eigenen Geist, oder? Denn es gibt nichts anderes. Du nimmst keine anderen Medikamente. Du und dein Geist seid eins. Hast du Angst vor ihm, lebst du ständig mit einem Monster. Tag und Nacht, die ganze Woche. Es ist deine Wahl, ob du das willst. Entweder du, klar. Angenommen, du glaubst, unter dem Bett lauert ein Monster. Du könntest das Licht ausschalten, zum Bett sprinten, dich in die Decke vergraben und es vermeiden, zur Toilette zu gehen, aus Angst, das Monster könnte nach dir schnappen. Klarer Fall. Ja, ganz klar. Das machen die Monster unterm Bett. Sie schnappen nach deinen Fersen. Das wissen wir doch alle. Erschreckend, das weiß ich. Aber warum würdest du mit diesem Monster leben wollen? Warum es nicht wirklich erkunden, es anschauen, ihm so nahe kommen, dass du es riechen, schmecken und fühlen kannst? Es wirkt langsamer als die psychedelischen Medikamente wie Ayahuasca, aber es ist in vielerlei Hinsicht noch mächtiger, weil es dir ohne Brücke und ohne Filter einfach erlaubt, dich mit allem, was in deinem Kopf vorgeht, auseinanderzusetzen. Und es gibt eine psychedelische Komponente. Ich meine, ich hatte Visionen von meinem Vater, die wirklich heilend waren. Ich hatte ganz andersartig eine umfassende Liste von Dingen, die meine Perspektive auf Beziehungen, das Selbstbild, die Liebe zu meiner Mutter und unbekannte Ängste sowie Faktoren, die mich gehemmt haben, verändert haben. Ja, ich besitze eine beeindruckende Dokumentation des Prozesses, da ich ein verstecktes Tonbandgerät nutzte. Unsicher, ob es lief, musste ich mir merken, welchen Knopf ich zum Ein- und Ausschalten drücken musste und hoffen, es richtig zu tun. Glücklicherweise funktionierte es, weil ich genug geübt hatte. Und ich hatte die Möglichkeit, währenddessen alles auf Band zu speichern. Auf diese Weise konnte ich quasi live berichten, was ich durchlebte. Aber es ist unglaublich kraftvoll. Und tatsächlich, ich vertraue auf meinen Verstand. Und dann ist da wieder diese Angst, nicht wahr? Es war wirklich eine große Sache, dieses chronische Angstniveau, fast wie eine Furcht vor der Dunkelheit. Cannabis war wahrscheinlich die schwierigste Medizin für mich, um ehrlich zu sein. Denn wenn ich Cannabis rauchte oder konsumierte, wurde ich so ängstlich. Und die Leute sagen, oh, Cannabis verursacht Angst. Ich persönlich glaube das nicht. Ich denke, Cannabis legt die Ängste offen, die man hat. Und so wurde mir jedes Mal, wenn ich Cannabis nahm, bewusst. Ich fühlte mich so unwohl. Und dann, nach der Dunkelheit, begann diese Beziehung sich zu verändern, denn all diese Dinge, über die ich besorgt war, sie hallten wieder und schwappten an die Oberfläche. Und ich konnte sie sehen, langsam damit umgehen, mit diesen verschiedenen Emotionen, die auftraten. Und es war wirklich eine tiefgreifende, lebensverändernde Erfahrung. Das ist und gab mir auch einfach, eigentlich weißt du nicht. Man wird sich erst bewusst, wie selbstverständlich man alles nimmt, wenn es plötzlich weg ist, dass man aus dem Fenster blickt und einfach Bäume sieht, das Sehen einfach zu sehen, Geräusche und Musik wahrnimmt. Ich erinnere mich an die erste Musik, die ich danach hörte und dachte nur, oh mein Gott, Musik. Ich nehme Musik als selbstverständlich hin. Verdammt, auch das Sehen, Gespräche ebenso. Ich erinnere mich an einen witzigen Wutausbruch in der Dokumentation, in der ich mitwirkte. Ich sprach darüber, wie ich früher bei Zwischenlandungen, wenn mein Flug Verspätung hatte, total frustriert war. Der Flughafen ist ein Aktivitätenzirkus. Es ist so, Personen, die du anrufen kannst oder einen Film auf deinem Laptop starten. Es gibt einen Haufen Dinge zu tun. Und hier in der Dunkelheit bist nur du und deine Gedanken und du musst damit klarkommen. Ich empfehle diese Praxis wirklich, weißt du? Und es gibt nicht viele Orte dafür. Das Angebot an Dunkelheit ist sehr begrenzt. Es ist ein Ort in Oregon, der Sky Cave heißt. Aber ich glaube, es werden noch viele weitere Orte entstehen, wenn die Menschen sich dieses uralten Feldes bewusst werden. Kommt herein. Meine Lehrerin Parati wurde in einem hinduistischen Weg ausgebildet, der daher stammt. Und natürlich haben auch die Kogi einen Weg, aber auch sie waren in Höhlen. Aber das ist ein bisschen bequemer als eine Höhle,
denn man ist nur in einem abgedunkelten Raum. Und es war so wirkungsvoll, dass ich tatsächlich mein Gästezimmer hier in meinem Haus in Austin abgedunkelt habe. Also mache ich kleine Mini-Dunkelheitsimmersionen, bei denen ich dort oben für 8 Stunden oder 16 Stunden über Nacht bleibe. Es ist cool, all die Leute. Ich kann nie erwarten, dass jemand, der in meinem Gästezimmer schläft, zum Frühstück wach ist. Es ist vielleicht 13:30 Uhr und sie kommen runter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe 13 Stunden geschlafen. Ich dachte, es sei perfekt. Du brauchtest die Ruhe. Ein abgedunkelter Raum. Ja, komplett verdunkelt. Vollkommen dunkel. Am besten, dass es so um die 10 Grad im Raum sind und du mit einem Haufen Decken für 18 Stunden weg bist. Ja, das ist richtig. Ganz genau. Also Besucher fühlen sich danach wirklich richtig ausgeruht. Aber ja, es ist tatsächlich eine der großartigen Praktiken auf dem psychonautischen Pfad, mein Freund. Ich könnte tagelang weiter mit dir reden und ich denke, das ist der Anfang einer hoffentlich wunderbaren Freundschaft. Ich hole dich zurück. Ich lade dich wieder in die Sendung ein, wenn du möchtest, sobald dein Buch herauskommt, um tiefer in den Kaninchenbau zu gehen und über andere spannende Themen zu reden. Jetzt stelle ich dir einige Fragen, die ich allen Gästen stelle. Was ist deine Definition eines erfüllten Lebens? Ein erfülltes Leben entsteht aus geklärtem Verlangen. Und in meiner Abstammung der hebräischen Linie nennt man das Träger, die Klärung deines Verlangens. Die Klärung, sodass du tatsächlich siehst, was du wirklich willst. Auch das führt zur Frage nach dem Warum. Warum tue ich das? Wozu bin ich hier? Was ist mein höchster Zweck? Das umfasst meinen Zweck, geht aber darüber hinaus, sodass mein Zweck und Gottes Zweck tatsächlich zu einem Geflecht und einem geklärten Zweck verwoben sind. Einen geklärten Zweck zu haben und dann den Mut zu besitzen, diesen geklärten Zweck zu leben. Das ist der Kern der Sache. Und so durch diesen Prozess mein eigenes Verlangen zu klären und zu spüren, wie mein eigenes Verlangen sich mehr und mehr mit dem göttlichen Verlangen, dem Verlangen des Geistes ausrichtet, sodass ich mein ganzes Leben mit einem tieferen Sinn für den Zweck lebe. Für mich umfasst das die Definition. Wunderschön, mein Freund. Könntest du zurückreisen und mit dem kleinen Aubrey reden? Welchen Rat gäbest du ihm? Dieser geht wirklich tief, Mann. Ganz tief. Denn ich würde Aubrey sagen, dass er nichts ändern soll, außer einfach nur zu bleiben, wie er ist. Hab einfach mehr Vertrauen, dass es klappen wird. Es wird klappen, Kumpel. Es ist irgendwie unbeholfen. Es ist irgendwie, ich weiß nicht. Es wird alles klappen, Kleiner, denn ich habe so viel Zeit damit verbracht, zu bezweifeln, dass ich genau hier sein würde, wo ich jetzt bin. Ich habe so lange so gequält und so ängstlich und besorgt und verängstigt gezweifelt, dass ich es nicht hierher schaffen würde. Und hier ist nur eine Station. Es ist kein Ziel. Es ist nur eine Station auf einer Reise. Aber, Mann, ich würde Ihnen einfach sagen, Kumpel, es wird klappen. Es wird klappen, Kumpel. Mach einfach weiter. Hab mehr Vertrauen, dass alles gut wird. Und glätte einfach diese rauen Kanten der unnötigen Ängstlichkeit und des unnötigen Selbstzweifels. Und sag einfach so wie, es wird alles klappen, Kumpel. Mach dich nicht selbst fertig, Mann. Das musste ich auch lernen. Ich habe lernen müssen, dass ich am härtesten mit mir selbst war. Ich bin sicher, du warst es auch. Ja, du machst dich nur selbst fertig. Und meine Frau meinte, ich muss aufhören, mich selbst zu zerstören. Also habe ich schließlich damit aufgehört. Ich mache mich nicht mehr selbst fertig. Und du weißt, es gibt Leichteres. Es gab einen Moment, ich glaube, es war wohl 2015 und ich habe es schließlich. Ich fuhr von der Arbeit nach Hause und es fing wirklich an, abzuheben und erfolgreich zu werden. Und mein spiritueller Weg entwickelte sich und ich begann, eine Plattform zu bekommen. Und ich hatte meinen Podcast gestartet und ich dachte mir, oh mein Gott, du schaffst es wirklich. Doch ich war brutal zu mir selbst. Bei Fehlern konzentrierte ich mich nur darauf. Und Hammer. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Ich war zu hart zu mir selbst und habe irgendwie die Stimmen aller übernommen, der Gesellschaft, und sagte einfach, Aubrey, du machst das gut, Mann, du hast dich gut geschlagen. Ich erinnere mich an die Stimme, die sagte, Aubrey, du hast das gut gemacht, du machst das gut. Es war ein Schock für mein System, so etwas zu hören. Das war das erste Mal, dass ich mich selbst lobte, denn selbst nach einem guten Basketballspiel mit 30 Punkten und einem Sieg dachte ich, Mann, du hast diesen einen Wurf verpasst. Den Wurf hättest du machen müssen, Mann. Auch beim Nachdenken. Ja. Es war immer so konzentriert darauf, wie ich hätte besser sein können.
Und zum ersten Mal dachte ich einfach, du hast es gut gemacht. Und ich musste wirklich durch aktiven Willen und Konzentration darauf fokussieren, mich selbst zu ermutigen. Dieses wirklich positive Selbstgespräch und diese positive Stimme, denn die haben mir so viel mehr geholfen als die negative Stimme. Die negative Stimme ist einfach. Das kennen wir alle, aber sie hat eine Grenze, wie weit sie dich bringen kann. Und dann wird dich die positive Stimme den Rest des Weges tragen. Mann, das ist der Hammer. Wie definierst du Gott oder die Quelle oder das Universum oder wie auch immer du es nennen möchtest? Mann, oh Mann. Oh Junge. Quelle ist das Feld der Verbindung zwischen uns und allem anderen. Im Inneren. Und Sie wissen, mein Lehrer Rabbi Gafni, er nennt dies Shekinah. Und Shekinah ist auch ein anderes Wort für Eros, was diese Kraft der Anziehung und Autonomie ist und die Art und Weise, wie Moleküle miteinander verbunden sind, wie Menschen sich verbinden. Es ist diese Verbundenheit von allem Leben und allem, was wir sogar Materie und geistige Materie nennen würden. Es ist die Gesamtheit von allem. Und das Gefühlsempfinden von all dem, vom gesamten Sein, welches Gott ist. Der Gefühlston des Seins ist Liebe. Das ist der Gefühlston. Doch es gibt Orte, wo es scheint, als wäre Gott abwesend. Doch in Wahrheit, im großen, großen Ganzen ist Gott das Allumfassende. Und es ist die Verbindung zwischen allem, was ist. Und wenn du dich darauf einlässt, wirst du den Gefühlston finden und der ist Liebe. Und das ist es. Das ist echt Gott. Es ist viel weniger persönlich, als wir es darstellen. Es hat nicht die vermenschlichten Eigenschaften von Urteil oder diesem und jenem. Ja, wir haben unser Gewissen und es gibt Werte und Prinzipien der Shekinah und Epochen. Es ist fast wie das Tao, wie das ist. Aber der Gefühlston von allem ist Liebe. An jedem Ort, an dem du fällst, wirst du in sie fallen. Wisse, dass das Innere von allem mit Liebe ausgekleidet ist. Und um das zu verstehen, musst du vielleicht sogar über dieses Leben hinausgehen, um das ganze Mysterium zu begreifen. Wie, warum leiden Menschen? Es gibt leidende Menschen. Wie ergibt das Sinn? Wie kann es einen Gott geben, wenn Menschen leiden? Nun, das lässt sich nicht im Kontext eines einzigen Lebens erklären. Du musst das im Kontext des gesamten Universums und Reinkarnation sehen. Ich weiß, du beschäftigst dich intensiv mit Nahtoderfahrungen und Reinkarnation. Ja, du musst es in einem größeren Rahmen erklären. Das schließt deinen Tod und die darauf folgende Wiedergeburt ein. Bewusstsein öffnen, das Öffnen des... Also ja, Gott ist alles, was ist, auch im Unbekannten. Paul Selig lehrt, dass zu wissen, Gott ist auch dort, bedeutet, Glauben zu haben. Der Glaubensanspruch ist, dass Gott überall ist, selbst im Unbekannten. Es kann sein, dass wir einfach nicht die Fähigkeit haben, das aus unserer Perspektive zu sehen. Aber wenn du wirklich tief in das Gefühl eintauchst, wirst du erkennen, Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist anders als die, die wir kennen, doch sie teilt etwas mit unserer Art zu lieben. So wie wir uns in etwas verlieben können, sei es eine Katze, eine Person oder ein Lied. In diesen Momenten nehmen wir teil am Feld Gottes, an seinem Gefühlston. Wunderschön, mein Freund. Du solltest einen Podcast starten. Und letztendlich, mein Herr, was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Kinderleicht, ein Kinderspiel. In Ordnung. Also, ich zitiere an dieser Stelle Snoop Dogg. Ja, er sang, es ist kein Spaß, wenn Homies nichts abbekommen. Es macht keinen Spaß, wenn meine Freunde leer ausgehen. Der Sinn des Lebens ist es, es voll zu genießen, aber nicht auf Kosten anderer. Es geht darum, das Dasein zu bejahen und so zu leben, dass es auch anderen eine Einladung bietet, das Leben voll auszukosten. Wir sollten eine Welt erschaffen, in der möglichst viele in größerem Überfluss mehr Freude, Glück, tieferer Verbindung zu Gott, stärkerer Liebe, mehr Wahrheit, Klarheit und Selbstbewusstsein leben. Glücklich sein ist möglich, doch erst in Verbindung mit dem Feld bist du wirklich vollständig. Vollkommen glücklich und erfüllt in deinem Dasein, wenn alle anderen glücklich und erfüllt sein, selbst wenn niemand mitzieht, auch wenn Freunde nicht teilhaben. Der höhere Zweck bleibt. Es ist nicht stets lustig.
Kurzweiliger Spaß ist möglich, doch dein Zweck treibt dich an. Und das ist die Idee des Bodhisattva. Also für mich. Der Bodhisattva ist ein großartiges Beispiel. Der Bodhisattva ist derjenige, der auf einem Berggipfel sitzen und sich an einem Ort reiner Ananda, reines Glücksbewusstsein befinden könnte. Aber aufgrund seines Mitgefühls für das Leiden anderer steigt er vom Berggipfel herab und sagt, ich werde nicht an jenem Ort verweilen, bis jeder die Chance hat, an jenem Ort zu sitzen. Großartige Antwort, Freund. Bevor du gehst, Alter, erzähl von deinem bevorstehenden, unglaublichen Festival und wo Leute erfahren, was es ist. Wir haben, worum geht es und wo gibt es Eintrittskarten, wenn man teilnehmen möchte? Ja, danke, Kumpel. Das ist eines der Dinge, auf die ich jetzt wirklich, wirklich gespannt bin. Ich habe Festivalkultur überall auf der Welt erlebt, an vielen verschiedenen Orten, Burning Man, eine Menge anderer Festivals. Und es gibt etwas an der Energie einer Menschenmenge, wo 2 oder mehr versammelt sind. Da ist diese Präsenz des Göttlichen. Diese Gemeinschaft, die entsteht, übersteigt das Individuum. Man kann mit dem Feld verschmelzen, sei es durch gute Musik, ein bedeutendes Gespräch oder eine transformative Praxis. Deshalb besuchte und beteiligte ich mich an diesen Festivals. Seit 2 Jahrzehnten glaube ich an eine stetige Evolution der Musik. Mit meinem gesammelten Wissen strebe ich danach, genau die Art von Musik zu kuratieren, die eine rohe, ungeschliffene Energie besitzt. Musik, zu der man sich bewegt, tanzt und seine ganze Sinnlichkeit und seinen Ausdruck freisetzt. Künstler wie Troy Boy, Dr. Fresh und The Glitch Mob bringen genau diesen tiefen, urtümlichen Sinn in die Musik ein, die gleichzeitig ätherisch und spirituell belebend wirkt, ergänzt durch atemberaubende Kunstwerke. Unser Veranstaltungsort ist der Area 15 Komplex, der in Verbindung mit Meow Wolf steht. Als besonderes Highlight haben wir am Ende der Festivalnacht exklusiven Zugang zu Meow Wolf, sodass du die Möglichkeit hast, in eine Welt voller Staunen und Wunder einzutauchen. Staunen ist eine kraftvolle Emotion. Es versetzt uns in eine kindliche Verwunderung und schafft eine tiefe Verbindung zur Welt, die uns daran erinnert, wie unglaublich und wunderbar unser Dasein ist. Aber es hat eine tiefere Ethik und einen Zweck, denn all die Redner, wir haben erstaunliche Del Bigtree, Mama Gina, in Q, Matthias De Stefano wird dabei sein. Unglaublich, B.S. Simkin und viele andere herausragende Persönlichkeiten. Es geht darum, ein Festival für eine schönere Welt zu erschaffen, genannt Arcadia mit einem K. Ziel ist es, temporär aus unserer gewohnten Realität auszubrechen und in eine schönere einzutauchen. Hier erleben wir, wie erfüllend das Leben sein kann, wie bereichernd Begegnungen mit Fremden in dieser Synchronizitätsmaschine sind. Wir teilen ein gemeinsames Ethos und schaffen ein kollektives Erlebnis voller Ehrfurcht, Staunen und Feierlichkeit. Wir entdecken die vielfältigen Möglichkeiten des Lebens. Arcadia steht als Symbol für eine flüchtige, doch schönere Welt. So, ja, Tickets sind verfügbar. Geht auf. Arcadia mit K, unser zweites Jahr. Es gibt einige Unterschiede. Fahrkarte bitte. Ticketstufen. Einige bieten mehr Zugang zu den Sprechern am frühen Tag und andere sind gedacht, wenn du einfach der großartigen Musik und den Hauptrednern am Abend lauschen möchtest. Und wenn du wirklich an unsere Sache glaubst, gibt es Bauer-Tickets, die dir lebenslangen Zugang zum Festival gewähren. Es gibt verschiedene Stufen und es ist sehr teuer und wahrscheinlich das schlechteste Geschäftsunterfangen, das ich je gestartet habe. Ja, ich weiß. Wir werden nur fertig gemacht. Wir werden gerade richtig durchgeschüttelt, aber ich glaube daran. Ich bin zutiefst überzeugt, dass dies nicht nur jetzt ein wunderbares Erlebnis ist. Bietet eine unglaubliche Chance. Ich lernte meine Frau auf einem Festival kennen, traf Vailana dort. Siehst du, unglaubliche Dinge geschehen, wenn du dich mit Gleichgesinnten verbindest. Und deshalb glaube ich wirklich daran, auch wenn ich finanziell dabei draufzahle. Es ist etwas, woran ich echt glaube. Und es ist mein Traumfestival. Wenn du dich damit identifizieren kannst, was ich teilte, du weißt ich. Ich glaube, du wirst bei Arcadia ein unglaubliches Erlebnis haben. Und wo wird das Ereignis stattfinden? Es findet in Area 15 statt, Meow Wolf Las Vegas. Und das ist interessant. Die Leute mögen Las Vegas. Und wieder haben die Leute diese Vorurteile wie Sündenstadt, alles dunkel. Sündenstadt eben. Dort wohnen die Dämonen, mein Herr. Genau dort sind sie zu Hause. Aber letztendlich,
Wenn Sie ein Engel sind, ich sage nicht, dass ich einer bin, sicher nicht. Ich schilderte, was ich auf dem Basketballplatz mache, also lassen Sie sich nicht täuschen. Stellen Sie sich also nicht vor, komm und spiel mit mir Basketball und du wirst keinen Engel sehen. Du wirst Shang Tsung sehen, verstanden? Das verspreche ich dir. Aber wo würde diese engelhafte Energie angezogen werden? Glaubst du, sie hängt im Angel Country Club ab, in Asheville, North Carolina, im Angel Country Club? Nein. Sie möchte ins Herz gehen und umwandeln und transformieren, Energie, an den Ort, wo sie am meisten umgewandelt werden muss. Und wir wollten es nicht unbedingt in Las Vegas machen, aber wir wurden durch eine Reihe verrückter Ereignisse dorthin gezogen. Göttlich inszenierte Missgeschicke und Synchronizitäten. Es war der einzige Ort, wo wir es letztes Jahr machen konnten. Es lief so gut, dass wir dachten, okay, noch einmal. Und weil, wer es hat, der hat es. Es ist wie eine Insel, die in Las Vegas entsteht und es ermöglicht, die Stadt neu zu sehen, indem man einen Ort wahrnimmt, der dort existiert. Egal in welcher Stadt man lebt, man erkennt, dass wenn solch eine Insel in Las Vegas möglich ist, sie überall entstehen kann, auch in Hollywood und anderswo. Ja, es ist an einem Punkt. Es ist Vegas, Baby. Es ist drin. Oh, klasse, Baby. Das ist fantastisch. Ich werde auf jeden Fall einen Link in den Shownotizen hinterlassen, damit jeder, der sich dafür interessiert, in der Beschreibung unten nachschauen kann. Bruderherz. Und übrigens, wo können die Leute mehr über dich erfahren, abgesehen vom Festival? Über dich, deine Show und die großartige Arbeit, die du in der Welt leistest, Mann. Ja, danke, Bruder. Auf Instagram bei Aubrey Marcus. Ich habe einen Podcast, der läuft jetzt schon, ich weiß nicht, so um die 12 Jahre. Du stiegst ein, bevor Podcasts angesagt waren. Ich weiß es ganz genau. Genau richtig. Das liegt wirklich daran, dass ich Gespräche liebe. Ich schätze diese Gespräche sehr. Leider zeigten Menschen über Jahre hinweg starke Resonanz auf meine Botschaft. Ja, das ist der Aubrey Marcus Podcast und auch aubreymarcus.com. Im Grunde genommen, wenn du auf verschiedenen Kanälen nach Aubrey Marcus suchst, wirst du mich finden und ich werde da sein, Bruder. Mann, das war wirklich ein unglaubliches Gespräch. Ich möchte dir herzlich danken, dass du mich und mein Team so aufgeklärt hast. Über Psychedelika, Pflanzenmedizin, im Dunkeln stehen, ins Herz deiner Seele blicken, herausfinden, was vorgeht und all das, worüber wir sprachen. Es war ein Vergnügen, mit dir zu reden, mein Freund. Freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich freue mich auch darauf. Und ich werde dich gleich nach unserem Gespräch kontaktieren, nur damit alle Bescheid wissen. Und ich lade dich ein, gleichzeitig in einen Sensorik-Entzugstank zu gehen. Wir werden in verschiedenen Tanks sein. Wir werden nicht für alle spekulieren. Aber trotzdem, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Das ist etwas anderes. Seit meinen 20ern nicht mehr gemacht. Vielleicht mal im Studium. Ich brauchte eben das Geld. Ich brauchte das Geld, Bruder. Damals waren es harte Zeiten. Aber ich bin es. Ich lade dich ein, mit mir eine Floating-Erfahrung zu machen. Hoffentlich hängen wir bald ab. Und danke auch für alles, was du tust, Bruder. Und danke an alle, die sich die erhebenden und bereichernden Botschaften anhören, die du vermittelst. Also einfach nur wahnsinnige Dankbarkeit rundum. Schätze dich sehr, Bruder. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.